Guatemala, das Land der Vulkane. Wir sind hierher gekommen, um unsere 2020 begonnene und durch Covid bereits in Mexiko unterbrochene Mittelamerika-Reise fortzusetzen. Unsere Ankunft in Antigua beginnt mit dem von anderen Reisen bekannten Kulturschock. Es ist im Vergleich zu unserer Heimat viel los. Es ist laut und vielleicht nicht ganz so sauber. Doch dieses Neue, die ganzen Eindrücke, genau deswegen sind wir hierher gekommen. Städte reizen uns immer für 2, maximal 3 Tage, bis sie uns reizen und es uns wieder raus in die Natur treibt. Dieses Mal im Regenwetter auf 2 Vulkane. Schnell suchen wir unser Heil im Weiterreisen. An einen See soll es gehen, den schönsten in Zentralamerika. Wir kommen an und wieder ist enorm viel los. Wir klappern die üblichen Dinge ab, die eben Touristen hier so machen, genießen es und reisen weiter an das nächste von einem Block vorgeschlagene Örtchen. Zwischenzeitlich erleben wir wieder für uns außergewöhnliche Dinge, bis wir wieder weiterreisen und endlich das tun, was für uns wirklich Erholung bedeutet: Wandern. Und endlich ist sie wieder da, diese Magie des Reisens. Nur einen Tag später landen wir in einem kleinen, verschlafenen Maya-Dörfchen inmitten des guatemaltekischen Regenwaldes. Wie wir hierher gekommen sind, das erzählen wir in diesem Film. Wir sind Lena und Alex in Guatemala. Diese Reise hat eine ganz besondere Vorgeschichte und die beginnt bereits im März 2020. Mit über 5 Wochen haben wir uns so lange Urlaub genommen wie noch nie. Für eine bis dahin für uns neue Destination und Kultur. Mit dem Ausgangspunkt Cancún in Mexiko möchten wir uns auf unserer Mittelamerika-Reise durchschlagen bis Managua in Nicaragua. Doch schon beim Check-in-Schalter in Frankfurt wird uns bewusst gemacht, dass der Zeitpunkt für eine Fernreise nun wirklich nicht so günstig ist. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. This is a global pandemic. Die Lage ist sehr ernst und sie verändert sich täglich, leider nicht so gut. Dies ist eine dynamische Situation. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Die Reise, die hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Mi primer millón que yo gané, gracias a Dios, reloj Hublot, defendió Dios, con porte fino navegando. Mi primer millón que yo gané, gracias a Dios, reloj Hublot, defendió Dios, con porte fino navegando. Mi primer millón está muy cabrón, bastantes noches así, siempre chingón, una rebelión, brindemos por lo que hacemos aquí. Sigue navegando sin el compás, siempre luchando contra las ondas, tantas peleas, perdí la cuenta, mi diligencia. Mi primer millón que voy a ganar, lo gastaré en mis sueños, en el amor, en todas las cosas que yo quiero. Und so wurde unser geplanter Traumurlaub lediglich zu einer kurzen Flucht aus dem kalten Deutschland. Zwischen den tollen Erlebnissen viele Telefonate, E-Mails und Sorgen, wie bzw. ob wir wieder nach Hause kommen. Denn wir müssen davon ausgehen, dass der weltweite Passagierverkehr auf absehbare Zeit auf ein sehr niedriges Niveau zurückgehen wird. Schlussendlich bietet uns unsere Fluggesellschaft die Option, einen anderen und deutlich früheren Rückflug über Kanada zu nehmen. Wir können die letzten Tage am leeren Strand von Cancún genießen und uns mental auf eine schwere Zeit einstellen. Lange haben wir hin und her überlegt, wo wir den Sommer 2023 verlängern möchten. Dabei war es so naheliegend, endlich unsere Zentralamerika-Reise fortzusetzen. Kolumbien hat uns außerdem gezeigt, wie sehr uns Lateinamerika gefällt. Wieder treten wir also einen langen Flug an in ein fremdes Land: Guatemala. Kurzer Stopover in der Hauptstadt der USA, um dann in der Hauptstadt Guatemala City anzukommen.
Von dieser lesen wir nicht so viel Gutes und so entscheiden wir uns spontan, direkt vom Flughafen mit einem Taxi nach Antigua zu fahren. Auf der Fahrt zeigt sich das Land noch nicht von seiner Schokoladenseite. Riesige beleuchtete Werbeplakate, ansonsten dunkel und heruntergekommen. Und es regnet. Am nächsten Tag ist das Wetter aber ganz passabel. Klar, es hängen viele Wolken am Himmel und den wirklich beeindruckenden Vulkan Agua direkt vor der Stadt sehen wir leider nicht. Aber es ist warm und trocken, perfekt geeignet für die vielen Sehenswürdigkeiten dieser kleinen, schnuckeligen Stadt. Bevor es aber losgeht, natürlich erstmal Frühstück und ein obligatorischer Besuch im größten Supermarkt der Stadt. Antigua erinnert uns natürlich sofort an einige der schönsten Dörfer in Kolumbien. Die Häuserblöcke perfekt angeordnet in Vierecke, erhabene Gebäude aus der Kolonialzeit und die Straßen voll mit Kopfsteinpflaster. Der Stadtkern bildet der Park Central, der typisch für eine koloniale spanische Stadt ist. Einst genutzt als Schauplatz für festliche Gelegenheit, laufen heute Straßenverkäufer ausgestattet mit typischen guatemaltekischen Souvenirs zwischen den Touristen und Einheimischen umher. Nach verheerenden Katastrophen in den bisherigen beiden Hauptstädten des Landes gründete im Jahr 1543 der erste spanische Bischof die neue Hauptstadt Antigua, die sich in den folgenden 200 Jahren zum politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Mittelamerikas entwickelte. Sie stand Städten wie Mexiko-Stadt und Lima in nichts nach. Das einstige Handelszentrum lässt sich heute noch erahnen. Mehrere schwere Erdbeben konnten der Stadt nichts anhaben. Es wurden die Ärmel hochgekrempelt und weitergebaut. Bis zum 18. Jahrhundert hatte die Stadt so 50.000 Einwohner und 50 Kirchen und sogar eine Hochschule. 1773 wurde die Stadt durch ein extrem schweres Erdbeben völlig zerstört, so dass die Hauptstadt an ihren heutigen Ort gewechselt ist. Mit den vielen Cafés, amerikanischen Fastfood-Ketten und der Touristengewohntheit ist Antigua wirklich sehr gut geeignet, um nach einem langen Flug und Zeitumstellung anzukommen. Wir lassen uns einfach treiben und schlendern auf den vielen verschiedenen Märkten und süßen Gässchen umher. Und eine kleine Wanderung auf den hiesigen Hausberg mitsamt Gipfelkreuz und Aussicht auf die Stadt darf natürlich nicht fehlen. Bereits an unserem zweiten Tag in Guatemala müssen wir, was die Reiseplanung angeht, kreativ werden. Der tropische Wirbelsturm Pilar, der südwestlich von El Salvador im Pazifik seinen Kreis dreht, verschlechtert das Wetter rapide. Leider nicht nur für die nächsten 2 Tage und auch nicht nur im Süden des Landes. Es regnet vorerst mehr oder weniger überall in der Region. So treffen wir bereits am Vorabend die falsche Entscheidung, den Vulkan Pacaya heute erst am Nachmittag zu besteigen. Nach 2,5 Stunden Fahrt und auf der anderen Seite des Vulkan Agua bemerken wir viel zu spät, dass diese Tour vielleicht nicht das Richtige für jetzt gewesen wäre. Nicht nur, weil wir hierher später ab Guatemala City viel leichter hergekommen wären. Man muss bedenken, dass wir so oder so nicht wegen der schönen Aussicht hierher gekommen sind. Wir wollten etwas erleben. Der Pacaya soll der beste Ort sein, um nah an heiße Lava heranzukommen.
Doch nach einer kurzen Pause in einer Blechhütte teilt uns unser Guide plötzlich mit, dass wir hier umkehren müssen. Es ist zu gefährlich, jetzt noch weiter zu laufen. Der Wind ist letzten Endes viel zu stark, um dagegen zu rebellieren. Verständnis dafür, überhaupt aufgebrochen zu sein, können wir aber keines aufbringen. Ziemlich enttäuscht laufen wir zurück und sehen an unserem Startort Bilder, die genau hier entstanden sein sollen. Außerdem eine Karte mit der Info, dass es über 40 Vulkane in Guatemala gibt und einer der aktivsten der Welt soll ganz in der Nähe sein. Wir schwören uns, unsere gute Laune und die Lust auf Abenteuer nicht wegen ein bisschen Tropensturm vermiesen zu lassen und beschließen, Antigua nicht zu verlassen, bis wir einen aktiven Vulkan gesehen haben. Am nächsten Tag checken wir als allererstes unsere Wetter-Apps. Und welch Wunder, der Tropensturm ist noch da. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Realität angekommen. Die Wettervorhersage sieht die nächsten Tage auch nicht wirklich gut aus, egal wo. Hier in ganz Zentralamerika. Wir müssen jetzt auch noch in eine andere Unterkunft, weil wir da eine Nacht zu wenig gebucht hatten. Das wäre okay. Eigentlich wollten wir zu dem Drachenfestival, 1. November. Das kann auch nicht stattfinden, wie wir gerade eben erfahren. Müssen wir jetzt erstmal noch unser Geld überhaupt zurückbekommen. Wenn man wirklich überhaupt Alternative hätte, was man machen soll, dann wäre es okay. Aber aktuell heißt es einfach nur abwarten und irgendwie die Daumen drücken, dass das Wetter überhaupt besser wird. Aber die Hoffnung ist nicht so groß. In 10 Tagen dann. In 10 Tage, wenn überhaupt. 31. Wir sind jetzt hier so in der letzten Woche der Regenzeit. Und eigentlich, ja, natürlich könnte es jetzt schon besser sein, muss natürlich nicht unbedingt. Aber die aktuelle Wetterlage ist schon was Besonderes. Und da haben wir jetzt schon einfach Pech. Und irgendwie weiß eben keiner, wie es weitergeht. Ganze November. Aber für uns muss es weitergehen. Da unser Zimmer noch nicht fertig ist und heute Dia de los Muertos ist, laufen wir einfach mal los in Richtung Stadtfriedhof. Wir hatten überall gelesen, dass dieser Tag hier mit guter Laune angegangen wird. Aber um ehrlich zu sein, erwartet uns zumindest direkt auf dem Friedhof nicht gerade Feierstimmung. Viele Menschen trauern, verständlicherweise. Lecker? Trotz unseres Kloses im Hals essen wir eine Kleinigkeit, schauen uns das Treiben vor dem Friedhof noch ein bisschen an und machen uns dann auf in ein Café. Es müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, was wir die nächsten Tage unternehmen wollen. Natürlich hatten wir ihn bereits vor unserer Reise auf dem Schirm, den Fuego, beziehungsweise die Besteigung des Nachbarvulkans Acatenango. Nur die Frage nach dem Wann ist diesmal so verdammt schwer.
Nachdem die Entscheidung gefallen ist, fühlen wir uns seltsam erleichtert. Wir reden uns unsere Lage schön und legen unser Vertrauen in unser Glück mit dem Wetter. Und dann heißt es endlich, Rucksäcke umpacken, nur das Nötigste einpacken und früh ins Bett. Schon die Fahrt zum Vulkan lehrt uns so einiges. Zum Beispiel, wie gut wir es haben, in so einem armen Land uns Gedanken über das Wetter zu machen. Die Menschen hier haben Besseres zu tun, um aus Spaß auf Berge zu klettern. Viele müssen jeden Tag hart arbeiten, um abends genügend zu essen zu haben. Wir werden dieses Abenteuer so nehmen, wie es kommt. Aussicht hin oder her. Das Privileg ehren, ohne große Sorgen hier zu sein. This room right here, there are jackets, hunting gloves, scarves, pants. So right now, we're going to do all we can to give you guys the best fight ever. In der ersten Stunde kommen uns die Leute entgegen, die ihr Glück am Vortag versucht haben. Ihre versteinerten Mienen erklären so einiges. Sie haben oben nichts gesehen. Falk, haben sie gesagt. Immerhin das Versprechen. Halt es auf jeden Fall mal. Was ist nerviger, das Wetter oder der Stau? Wetter. Das Wetter mäßig, der Weg steil und unspektakulär. Viele andere Gipfelerklimmer. Und doch haben wir richtig gute Laune. Es ist wieder einer dieser Tage, die wir nie vergessen werden. Kommen raus aus unserer Komfortzone, erleben etwas Besonderes. Immerhin stimmt der Wetterbericht bisher. Ich meine, er hat ja auch gesagt, dass es regnen wird, wenn wir jetzt hochlaufen. Im Umkehrschluss muss es heute Nacht auch gut sein. Sonst wäre das hier nämlich alles für die Katze. Was sehr schade wäre. Und dumm. Oh Mann. Alter, wie es hier aussieht. Na, Lena? Schön? Mystisch. Wie geht's dir? Anstrengend. Und nass? Wir sind ja super eingepackt. Boah. Aber ich habe ja Drohne nicht dabei, ich habe meine dicke Kamera nicht dabei. Nee, natürlich nicht.
Jetzt auf 3000 Meter. Haben wir gerade eine kurze Pause gemacht. Ein paar Cracker gegessen. Und ich muss schon sagen, nach 5 Minuten wird es recht schnell kalt. Und echt ekelhaft, dann unsere Regencapes wieder anzuziehen. Ist ja alles nass jetzt. Das Wichtigste aber jetzt bis hoch. Alles, was wir dann oben anhaben, so trocken wie möglich zu lassen. Wir sind jetzt gerade hier im sogenannten Cloud Forest, was ich eigentlich gar nicht erwähnen muss. Lena freut's, wieder einen Berg hoch zu hecheln. Wir laufen in einer bunt zusammengewürfelten 12-köpfigen Gruppe den Vulkan hoch. Gutes Tempo, viele kurze und auch längere Pausen. Wir geben aufeinander Acht. Für einige ist es ein Spaziergang, für wenige eine der größten Herausforderungen ihres Wanderlebens. Für die Einheimischen ist es Alltag. Sie geben alles, damit wir ein einmaliges Erlebnis haben. Wir alle werden oben ankommen. Zwischenzeitlich wird es dann doch etwas ungemütlicher. Wir nehmen es mit Humor und ziehen durch. Die Sache steht 7 Kilometer. Wie immer, es hört sich ja nicht nach viel an. Aber es geht permanent hoch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter wir haben. Aber am Ende sind es bestimmt 1200 heute. Mehr. Aber mit der Aussicht im Rücken ist so einfach. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Sonnencreme noch. Gesicht anschmieren nachher. Auf jeden Fall. Man liest, dass das die Hauptreisezeit so langsam ist. November für dieses Land. Das ist nicht. Es ist nicht. Die fängt vielleicht im März an. Selbst im Dezember, Ende Dezember kann es hier noch so aussehen. Also mir ist schon so langsam dizzy. Das ist nicht mal von der Höhe wahrscheinlich. Nix drauf. Lena zieht heute wieder wie blöd.
Oben angekommen sind wir erstmal beschäftigt, uns warm zu halten. Kurze Zeit sehen wir dann doch tatsächlich den beeindruckenden Fuego. Wenige Sekunden zeigt er sich und ist dann wieder weg. Wir sehen keinen Ausbruch. Und jetzt. Die Unterkunft von Soi Tours ist unserer Meinung nach sehr komfortabel. 3-Mann-Zelte für jeweils 2 Personen, im Schutz einer Blechhütte. Es hätte schlimmer kommen können. Hatten vorhin tatsächlich ein bisschen Glück. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mal, wo der Vulkan steht. Aber seither wieder komplett zugezogen. Was meine ich auch so vorhergesagt war. Und wahrscheinlich wird es erst wieder so gegen 12 heute Nacht besser. Wir sind aber trotzdem guter Dinge, dass wir noch ein paar schöne Momente hier erleben werden. Gerade zum Sonnenaufgang heute Nacht. Das hier ist übrigens unser Klohaus. Aha. Wie man Sand drüber geschüttet. Naja, ich war ja heute Morgen schon groß. Macht mir jetzt nicht so an. Also alles relativ einfach gehalten hier. Wir schlafen ja auch in Zelte. Aber die sind immerhin überdacht. Gott sei Dank. Ihr kennt uns, wir würden sterben. Oh Mann. Sunset Time. Da ist sie, die Hütte. Wen haben wir denn da? Ja. Kalt. Ja. Leni kalt? Das geht eigentlich. Ah ja. Ja, sieht auch kuschelig aus. Wir schlafen nicht gut. Das Schnarchen unserer Mitstreiter wird alle 20 Minuten vom donnernden Grollen des Fuego übertönt. Um Mitternacht wage ich mich kurz raus aus dem Zelt. Der Anblick treibt mir jede Hoffnung auf einen spektakulären Morgen aus. Doch um 4 Uhr geschieht für uns ein kleines Wunder. Man sieht bis ins Tal. Und auch den Fuego, unseren Nachbarvulkan. An dieser Stelle würden wir euch jetzt liebend gerne ähnlich atemberaubende Aufnahmen des Vulkans und dessen Eruptionen zeigen wie andere YouTuber hier. Einzigartige Momente, die wir niemals vergessen. Das auf Kamera zu bekommen, war jedoch fast unmöglich. Es ist zu kalt und der Vulkan zu unvorhersehbar. Für uns bleiben allerdings die Erinnerungen an ein nicht perfektes, aber für uns vollkommenes Naturschauspiel. Unsere erste Besteigung eines 4000ers. Ein heute unwirtlicher Ort. Wir lassen uns die Freude über die Erklimmung aber nicht nehmen.
Und die mögliche Aussicht erfahren wir später in unzähligen anderen Videos. Keine 5 Minuten dürfen wir oben am Gipfelkrater verbleiben. Es ist sonst zu gefährlich heute. Wir werden im Laufe unserer Reise einige andere Menschen kennenlernen, die über diese Erfahrung froh gewesen wären. Die Gegebenheiten hier oben sind ein wahrliches Glücksspiel mit dem Wettergott. Wir fühlen uns als kleine Gewinner. Und unten an unserer Hütte zurück reißt es doch tatsächlich nochmal auf. Wir sehen die Landschaft in ihrer wahren Pracht und erleben den Fuego noch einige Male ausbrechen. Nur um Haaresbreite verliere ich meine Drohne bei dieser Aufnahme nicht. Die Abwinde viel zu stark und die Luft viel zu dünn, um kontrolliert zu fliegen. Zurück in Antigua heißt es für uns Abschied nehmen. Keine Sorge, nicht von diesem Land, nicht von dieser Reise. Es geht jetzt erst so richtig los. Wäsche waschen, Rucksäcke packen, weiterplanen und ab an den Busbahnhof. Gefühlt geht unsere Reise jetzt heute erst so richtig los nach 5 Tagen. Wir sind ja bisher erst einmal hierher gefahren nach Antigua mit einem Taxi und wissen gar noch nicht, warum wir überhaupt noch hier sind. Und jetzt laufen wir an den Busbahnhof und wollen an die nächste Station wie Locals mit dem Chicken Bus fahren. Keine Ahnung, ob es klappt. Wir müssen 3-mal umsteigen, 4 verschiedene Busse nehmen. Statt 2 Stunden des Touri-Shuttle sind wir mindestens 4 Stunden unterwegs. Und sehr unkomfortabel. Und müssen aufpassen auf Taschendiebstahl. Wir laufen jetzt einfach mal hier in den Busbahnhof rein, sagen Chimal und hoffen, dass der Richtige uns dann anspricht. Da kommt schon der Erste. Gracias. So einfach kann es gehen. Wirklich keine 2 Sekunden auf dem Busbahnhof waren wir jetzt und schon schreit einer. Chimal, Pana, Chimal, Pana. Ein paar Worte Spanisch rausgegraben und hoffentlich sitzen wir jetzt im richtigen Bus. Aber wir haben ja Zeit. Zugegeben, wir sind jetzt nicht alleine darauf gekommen, diese Verbindung nach Pana zu nehmen. Im Internet gibt es etliche Blogs, die diese Route sehr gut beschreiben und ausführlich erklären, auf was zu achten ist. Es ist zunächst ein Bus vom Busbahnhof in Antigua nach Chimaltenango zu nehmen. Da die Leute immer sehr gerne Bescheid wissen wollen und ihr ihnen euer endgültiges Ziel nennt, wird man von nun an immer zum richtigen Bus geführt. Bus Nummer 2. Tatsächlich müssen wir nie länger als 2 Minuten auf den nächsten Bus warten. Das geht uns sogar fast schon zu schnell. Da bleibt sehr wenig Zeit für die Toilettenpause. Das gibt's in den alten amerikanischen Schulbussen natürlich nicht. Über Chimal und Los Encuentros landen wir so am letzten Umstiegsort Sololá. Das lief doch bisher wie am Schnürchen. Ich habe jetzt vielleicht eine Stunde länger gebraucht hierher wie mit einem Shuttle-Service. Und jetzt suchen wir mal den letzten Bus. Pana, Pana. Da ist schon einer Pana gerufen. Pana? Sie? Hier ist schon unser Bus.
Die letzte Busfahrt ab Sololá ist mit knapp 15 Minuten die kürzeste. Ab hier geht's auch endlich runter in wärmere Gefilde. Wir steigen genau genommen 600 Meter ab, von 2100 auf 1600 Meter. So ist dieser Teil der Fahrt auch der mit Abstand schönste. Bald sehen wir von weitem den malerisch gelegenen Lake Atitlan, umgeben von etlichen Vulkanen. Seit langer Zeit einer der schönsten und bekanntesten Flecken Erde in Zentralamerika. Angekommen an unserer Unterkunft. Check-in noch nicht möglich. Gepäck abgeben und dann erstmal Mittagessen, würde ich sagen. Panajachel ist der wahrscheinlich touristischste Ort am Lake Atitlan. Hier gibt es wieder die bekannten Mitbringsel zu kaufen und vor allem viele Stände, die die Backpacker mit Alkohol versorgen. Kaum haben wir eine Kleinigkeit an einem Stand gegessen, fängt es mal wieder an mit Regnen. Genau gesagt geht für ganz kurze Zeit sogar die Welt unter. Wir überlegen, was wir mit dem angebrochenen Tag noch machen und nehmen dann ein Tuk-Tuk zum nahegelegenen Naturreservat. Hier soll es neben der schönen Natur Affen, Schmetterlinge und sogar Nasenbären geben. Als wir ankommen, ist mal so gar nichts los. Ein perfekter Kontrast zu dem trubeligen und lauten Panajachel. Leider zeigen sich heute Nachmittag auch nur 2 Affen, keiner von 40 Nasenbären. Es bleibt die wunderschöne Natur. Und Nasenbären werden wir zum Glück noch in ein paar Tagen zu Genüge sehen. Und wie lässt sich ein See diesen Ausmaßes am besten erkunden? Natürlich, mit dem Boot. Wir nehmen eine Lancha Colectiva nach San Juan La Laguna für einen kleinen Dorfbummel. San Juan La Laguna ist das wahrscheinlich malerischste Dörfchen am gesamten See. Die Einwohner hier geben sich jede Menge Mühe, dass den Touristen hier gefällt. Alles schön bunt, viele kleine Details, es wird Musik an den Straßen gespielt. Spontan entscheiden wir uns, auf den Mirador Caguasivan am Rande des Städtchens zu kraxeln. 15 Minuten Schweiß sind die Aussicht dann ziemlich wert. Viel los heute. Es ist Sonntag und auch die Einheimischen wollen die schönen Seiten ihres Landes erkunden. Und ganz da hinten seht ihr oben eine Bergformation, die vielleicht an einen Menschen erinnert. Auf die Nase, hier auch Indian Nose genannt, soll es für uns noch gehen. Dazu aber gleich. Und da der See gegen Abend immer welliger wird, geht es am frühen Nachmittag auch wieder zurück. Nach einem Zwischenstopp in einem ganz ursprünglichen Örtchen, Santa Cruz La Laguna.
Hier gibt's keine richtigen Straßen, keinen Telefonanschluss, keinen Supermarkt und einige Menschen leben mangels Geld ohne Strom. Bei unserer Ankunft sind die meisten in den Kirchen. Das war doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Weiß hier zufällig jemand, warum der Gesang hier so ist, wie er ist? Am nächsten Morgen heißt es mal wieder Rucksäcke packen. Aber da wir noch ein paar andere Seiten des Sees erkunden wollen und auch nicht immer die Rückfahrt nach Panna auf uns nehmen wollen, geht's mit Sack und Pack auf das nächste Lancha Collectiva nach Santiago Atilan. Schnell gabelt uns natürlich wieder ein Händler auf, der uns zu einem Boot geleitet. Dann wird uns gesagt, wir müssen einen Moment warten. Dieser Moment entpuppt sich aber nur als 5 Minuten. Ist jetzt ein gutes Zeichen, dass die Bootsleute hier unser nächstes Ziel überhaupt nicht groß aussprechen. Und er jetzt gleich gesagt hat, wir müssen einen Moment warten. Na toll. Aber ich glaube, das könnte richtig gut für uns sein. Das heißt nämlich untouristisch. So ganz das Bootssystem durchcheckt haben wir noch nicht. Eigentlich wäre um 11:30 Uhr die nächste Stand da, aber das wäre eine halbe Stunde. Und wir haben jetzt den regulären Preis gezahlt. Also man zahlt immer den gleichen Preis, 25 oder 30, wie auch immer. Egal wie lang die Fahrt ist. Und ja, jetzt ist das Boot komplett leer. Gestern war es ja komplett voll. Wahrscheinlich will auch niemand nach Santiago. Und wir müssen jetzt auch nicht warten. Umso besser. Mal gucken, wo der Haken ist. Ich werde es gleich sehen. Lancha Privada. Auch über Santiago haben wir uns etwas in Blogs eingelesen. So sind wir nicht überrascht, dass uns direkt am Steg Dutzende Guides empfangen und um ihre Touren werben. Das ist wohl auch das Beste, was man als Tagestourist hier so macht. Wir bezahlen einen guten Preis für Guide und Tuk-Tuk-Fahrer, die uns für die nächsten Stunden ihre Heimat zeigen. Da der Herr aber Migräne bekommen musste, startete unsere Tour erst nach einem kleinen Mittagessen. Nach der abenteuerlichen Tuk-Tuk-Fahrt haben wir eine herrliche Sicht vom Mirador de Valle. Gleich um die Ecke ist der Friedhof, der so ganz anders ist als die in Deutschland heimischen. Alles bunt durcheinander und ohne Struktur. Gräber so groß wie Autos, daneben kleine Hügel mit einem schlichten Holzkreuz. Alles vertreten, je nachdem wie viel Geld die Familie hat. Danach fahren wir runter an den See und schauen den Frauen beim Waschen ihrer Wäsche zu. Um den See zu schonen, wurden eigene Waschvorrichtungen gebaut, die aber nicht genutzt werden. Gewohnheit und das bessere Wasser lassen die Frauen weiterhin im See waschen. Neben dem Markt im Zentrum ist ein Besuch bei Maximum absolute Pflicht. Ein Volksheiliger der christlichen Maya, welcher seine heilenden Kräfte gegen Schnaps und Zigaretten eintauscht. Zum Abschluss werden uns noch Gemälde von örtlichen Motiven geboten und wir machen uns auf zum Steg, um den Fischern bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Santiago ist die größte Stadt am Lake Atilan und bot für uns den authentischsten Eindruck hier in der Umgebung. Wir haben uns eigentlich ganz sicher gefühlt, wie überall in Guatemala.
Vielleicht zu Unrecht waren wir hier abends aber nicht mehr so lange unterwegs. Sei's drum. Am nächsten Tag geht es schließlich auch früh weiter. Mit dem Boot nach San Pedro La Laguna. Dieses Städtchen gilt als die Backpacker-Destination für all jene, die ordentlich Party machen wollen. Bei unserem kurzen Besuch am Morgen ist deswegen vielleicht noch alles ein bisschen verschlafen. Ehrlich gesagt sind wir auch nur hier, da es keine direkte Verbindung nach San Marcos gab. Auch laufen wir nur durch die kleinen schönen Gassen, da das nächste Boot an einem anderen Anleger abfährt. Viele kommen neben der Party auch zum Spanischlernen hierher. Wir schauen uns ein bisschen um, trinken ein Käffchen und steigen in das nächste und letzte Boot auf dem Lake Atitlan. San Marcos soll das Hippie-Zentrum sein. Laut dem ein oder anderen Blog sogar einer der spirituellsten Orte der Welt. Wir genießen hier aber vor allem die bis dahin nicht gekannte Ruhe. Es gibt keine Straßenverkäufer und keine Party. Alle lassen so ein bisschen die Seele baumeln und genießen ihre Zeit hier. Unsere Unterkunft ist ein kleiner Fußmarsch vom Steg entfernt. 15 Minuten laufen wir den Berg hoch und glauben oben, wir sind im Paradies angekommen. Es ist sogar so schön, dass wir fast den ganzen Tag hier oben verbringen und einfach mal nichts tun. Endlich mal Zeit zu rekapitulieren, was man bereits wieder alles erlebt hat. Und dazu das wohlige Gefühl, dass wir uns noch immer am Anfang unserer Reise befinden. In der Nacht entpuppt sich unsere Unterkunft als nicht die leiseste. Sie ist zwar abseits von allem, aber auch oberhalb des ganzen Dorfes. Da die Zimmer mal wieder sehr hellhörig sind, hören wir alles, was sich so im Dorf abspielt. Kämpfende Hunde und röhrende Tuk-Tuks lassen uns nicht gut schlafen. Und das ausgerechnet in der Nacht, in der wir um 3 Uhr wieder aufstehen müssen. Aber was tut man nicht alles für einen schönen Sonnenaufgang? Wir haben uns das Highlight des Sees für den Schluss aufbewahrt. Eine kleine Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Indian Nose Hügel. Richtig, genau den wir vorhin schon gesehen haben. Wir haben eine Tour vorgebucht, nur schwer wären wir sonst so früh auf den Berg gekommen. Mit dem Tuk-Tuk nach San Pablo und von dort mit einem großen Bus nach Santa Clara La Laguna. Und ab hier geht es für eine halbe Stunde zu Fuß hoch an einen magischen Ort. Heute wäre der perfekte Tag für eine Besteigung des Acatenango gewesen. Weit am Horizont sehen wir ihn und den Fuego. Es ist aber auch ein perfekter Moment, um hier zu sein. Wir sind glücklich und genießen einen Sonnenaufgang, wie wir ihn so noch nie erlebt haben. Wir hätten natürlich Stunden oben auf dem Hügel bleiben können. Aber etwas zu früh meldet sich unser Guide, dass es für uns nun zurückgeht. Auf dem Rückweg sehen wir Maisfelder und Avocadobäume und erreichen nach wenigen Minuten Santa Clara.
In Santa Clara treffen wir Rudi, unseren Guide für die nächsten 2 Tage. Er besorgt uns Obst und Gemüse, denn Energie werden wir angesichts des heutigen Tages definitiv benötigen. Wir starten unsere 2-tägige Wanderung in Santa Clara, einem kleinen Städtchen knapp 500 Meter über dem Lake Atitlan. Von hier aus kommt man in gerade mal 20 Minuten auf den berühmten Indian Nose Hügel. Rudi erzählt uns viel über die schwierige Geschichte seines Landes. Uns fällt auf, dass viele Dinge noch nicht so richtig aufgearbeitet wurden und vielleicht auch nie werden. Bald verlassen wir das urbane Gebiet. Die wenigen Menschen, die uns begegnen, schauen uns verdutzt an. Alle aber eines gemeinsam. Sie lächeln und grüßen uns. Und nach 6,5 Kilometer haben wir den Lake Atitlan hier hinter uns. Man sieht ihn jetzt nicht, weil wir natürlich sehr weit oben sind, aber man sieht, wo wir heute Morgen waren, Indian Nose, hinter uns gelassen. Und gleich geht es für uns in den Wald. Und dann hoffe ich, dass mich nicht allzu viele Moskitos fressen werden. Irgendwie erinnert uns die Natur hier ein bisschen an unsere Heimat, den Schwarzwald. Nur in den Wolken erkennen wir, dass wir auf über 2200 Metern Höhe sind. Natürlich kommt auch dieses Mal eine kleine vierbeinige Begleitung mit uns. Anfänglich sind wir ihr etwas misstrauisch gegenüber, aber schließen die Kleine dann schnell in unsere Herzen. Und schon sind wir im Wald und es geht steil runter, wie wir es nicht anders kennen. Wir machen die Tour hier übrigens mit Monte Verde. Das ist ein normaler Touranbieter. Aber dadurch, dass wir es halt in die falsche Richtung machen, sind wir einfach nur zu zweit und unser Guide. Es ist ja okay, mit viele andere zu wandern. Lernt man andere Geschichte kennen, ganz interessant. Aber es ist was ganz anderes, wenn man für sich ist und eben wieder in Ruhe wandern kann und das eigene Tempo sich festlegen kann, stoppen kann, wie man will, pingeln kann, wie man will. So wollen wir das. Dahinter ist übrigens die Pazifikküste. Bis vor vielen Jahren, noch vor Straßen und Globalisierung, diente dieser Weg den Maya als Handelsroute. Die Verbindung zwischen Lake Atitlan und unserem Ziel Quetzaltenango. Der sanfte Anstieg endet abrupt in einem steilen Abstieg in ein enges Tal. Rudi hat uns schon in Santa Clara vorgewarnt, dass wir diese verlorenen Höhenmeter noch heute wieder gut machen müssen. Wir überqueren jetzt gleich einen Fluss. Und er hatte eigentlich heute Morgen gesagt, dass der nicht so groß ist, nicht so tief, aber der hört sich verdammt laut an. Bin gleich gespannt. Eieiei. Ah. Selbst diese Hürde über den reißenden Fluss hindert unsere Hündin nicht, uns weiter zu begleiten. Ganz unversehrt schafft sie es jedoch nicht.
rutscht auf dem letzten Meter ab und rettet sich irgendwie doch noch ans rettende Ufer. Hier vom niedrigsten Punkt aus geht es für die nächsten 3 Stunden nur bergauf. Und das in der größten Sauna Guatemalas. So sind wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt, als dass wir die klitzenkleinen Goldspuren in einen Bach groß bestaunen können. Und das war festzuhalten. So geschwitzt haben wir noch nie. Fuck. Gefühlt auf jeden Fall. Nein. Nein. Ich könnte mich erinnern. Noch nie. Was ein Weg wieder. Oh, da ist eine Hütte. Geil. Das heißt Lunch. Es gibt Toast mit frischer Avocado, Tomaten, Zwiebeln und Schinken oder Käse. Viel interessanter ist jedoch unser Gespräch mit Rudi. Er ist viel in der Natur unterwegs, schaut kein Fernsehen, weiß nicht, was in der Welt passiert und er scheint damit glücklich zu sein. Nach der ausgedehnten Pause und einem Shirtwechsel geht es noch lange Zeit bergauf durch den Dschungel. Alleine mit Rudi werden wir heute 8 Stunden gewandert sein. Angesichts dessen, was wir bis heute in unserem Leben erlebt haben, kein spektakulärer Tag. Aber auch aus solch ruhigeren Tagen werden wir zu Hause zehren können. Reisen muss nicht immer bedeuten, von Sehenswürdigkeit zu fahren. Denn auch heute erleben wir viele kleine, einzigartige, in Zukunft erinnernswerte Momente. Müde und erleichtert erreichen wir die kleine Siedlung Jirok-Ikshimay und unsere Unterkunft hier werden wir ganz bestimmt niemals vergessen. So, in der Unterkunft angekommen und ich glaube, das glaubt uns jetzt auch niemand, wie mir jetzt genau dusche. Beziehungsweise von Dusche kann nicht die Rede sein. Thank you. Und zwar habe die hier eben gar keine Dusche. Wurde uns zumindest gesagt, mir glaube es ehrlich gesagt nicht. Und für uns gibt es jetzt eigentlich nur eine Katzenwäsche und zwar in einer Temazcal, in einer original mayanischen Sauna nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar habe die da drin uns ein Feuer gemacht. Auf dem Feuer ein großer Topf mit Wasser, mit heißem Wasser und das zusammen gemischt mit kaltem Wasser ergibt jetzt unsere Dusche. Unsere Katzenwäsche, ja. Aber wir nehmen das jetzt mal an. Wir sind einfach noch froh, ein bisschen Wasser über uns kippen zu können. Ich glaube, wir haben beide noch nie so geschwitzt wie heute. Und deswegen machen wir das jetzt. Probieren es aus. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich da nicht mal richtig reinsetzen kann? So, schaut mal.
hier soll ich jetzt rein? Beziehungsweise wir beide. Also hier ist eben die Decke. Gerade so im Sitze funktioniert. Hier haben wir kaltes Wasser. Mache ich hier eine kleine Bottich rein. Und aus dem Topf hier, der steht eben über dem Feuer, mache ich heißes Wasser rein. Und dann, das ist jetzt noch ein bisschen warm, und dann kann ich hier meine Katzenwäsche machen. Da vermisse ich meine Duschregler. Hier das gute Verhältnis. Ich glaube. Jetzt kann man damit arbeiten. Gut duschen. Beim Abendessen reden wir wieder viel mit Rudi. Wir haben jede Menge Fragen zur Sicherheit seines Heimatlandes. Es scheint, dass Guatemala für lateinamerikanische Verhältnisse sehr sicher ist. Natürlich ist den Leuten hier bewusst, dass jeder noch so jung aussehende Tourist ein Vielfaches an Geld und vor allem an Möglichkeiten besitzt als sie selbst. Trotzdem sind 99,9% der Guatemalteken nicht daran interessiert, die Ausländer auszunutzen oder gar auszurauben. Die Nacht war hart. Wir versuchen jetzt gerade den Hund, der uns seit Santa Clara gefolgt ist, hier zu behalten, weil es bringt nichts, dass sie nachher in der Stadt ist. Aber die checkt es natürlich. Okay. Ven. Aquí. Aquí. Okay, let's go. Oh, that's so sad. Ja. Ach, das zerbricht einem das Herz. Aber es geht nicht anders. Wir können es nicht mitnehmen. Vielleicht, wenn man näher zu Hause wäre, hätte man es mitgenommen. Die war so anhänglich. Hat sich halt morgen gefreut, als wir rausgekommen sind. Aber geht halt nicht. Allzu lange laufen wir aber nicht zu dritt. Unsere kleine Perosita erreicht uns schon wieder nach gerade mal 25 Minuten. Auch die heutige Wanderung ist nicht von schlechten Eltern. Wir steigen hoch bis auf 3000 Metern. Über den Wolken. Schon gegen 11 Uhr ändert sich jedoch täglich die Wetterlage und wir befinden uns in den Wolken.
Schneller als gedacht erreichen wir bereits vor dem Mittagessen unser Ziel. Damit heißt es nun aber endgültig Abschied nehmen von unserer mittlerweile sehr liebgewonnenen treuen Begleiterin. Adios, Perusita. Oh. New home here. Adios, Perusita. Adios. Distribuidora de confianza, visitándoles hasta la... Morgens geht es in den guatemaltekischen Städten ruhig und gelassen zu. Noch kein Verkehr, keine laute Musik, kaum Menschen. Niemand bekommt mit, was Mutter Natur in der goldenen Stunde in diese Landschaft zaubert. Quetzaltenango oder von den Heimischen liebevoll Xela genannt und die nahe Umgebung bieten genug, um mindestens 2 Wochen hier zu bleiben. Unter anderem könnte man den höchsten Berg Mittelamerikas, natürlich ein Vulkan, allerdings inaktiv, besteigen. Wir sind hier jedoch nur 2 Tage. 2 Tage normales Leben. Die alltäglichen Dinge stehen im Vordergrund. Essen, Wäsche waschen, unsere Reise planen. Wie zu Hause, nur halt in Guatemala. Wir übernachten in einem ruhigen Hostel, sind wohl die einzigen Gäste. In der Stadt gibt es wohl nicht ganz so viel zu sehen. Das macht sie aber umso interessanter. Wenn man länger unterwegs ist und wie wir auch noch relativ wenig Kleidung mitgenommen hat und wie wir so viel schwitzt beim Wandern, muss man natürlich immer mal wieder Wäsche waschen. Und das war jetzt auch das Erste, was wir hier in der Stadt gemacht haben. Gestern direkt die Wäsche abgegeben und die holen wir jetzt. Und auch das gehört dazu. Wäsche war noch nicht fertig, auch wenn die nette Dame gesagt hat um 8. Macht jetzt nichts. Habe jetzt einfach nur 400 Meter umsonst gelaufen, aber das ist ja egal. Relativ spät machen wir uns auf zum Frühstück. Wir gehen in das bestbewertete Frühstückslokal der Stadt, das Penk Waffles. Pure Gönnung ist angesagt nach den letzten beiden Tagen. Während wir auf das Essen warten und danach recherchieren wir nach Hotels für die nächste Reisedestination. Und was soll ich sagen, die Bewertungen dort sind teils wirklich vogelwild. Ich kam hierher, um dem Kartell zu entkommen. Und es stellte sich heraus, dass das Hotel eine Falle war. Nicht weniger als 70 bewaffnete Räuber brachen um 3:14 Uhr morgens in mein Zimmer ein. Zum Glück gelang es mir, die meisten von ihnen zu entwaffnen und einen am Leben zu lassen, um die Geschichte zu erzählen. Abgesehen von dieser kleinen Unannehmlichkeit waren die Zimmer wunderbar und die Aussicht aus meinem Fenster war spektakulär. Ich würde das Kartell höflich bitten, es beim nächsten Mal besser zu machen. Puh, also so schwierig wie für den nächsten Ort eine Unterkunft zu finden, war es glaube ich noch nie. Wir gehen nach Semuc Champey und wirklich jede Unterkunft, sei sie noch so günstig oder noch so teuer, hat so viele schlechte Bewertungen. Da haben wir unser Essen da in dem Penk Waffles, oder wie es hieß, ein bisschen ausgedehnt. Aber wir gehen jetzt mal hin, buchen einfach mal 2 Nächte im Voraus und wenn es uns gefällt, bleiben wir 4 Nächte. Wenn es uns nicht so gefällt, dann nur 2 Nächte. Ihr merkt ja dann, wie lange wir dort bleiben. Und wer sich hier nur 2 Tage Zeit nimmt, muss auch mit dem Taxi hoch zum Hausberg. Die Aussicht wäre den einstündigen Spaziergang aber auf jeden Fall wert gewesen. Mit dem total dafür geeigneten Schuhwerk geht es dann immerhin den Berg wieder zu Fuß runter. Durch ganz normale guatemaltekische Sträßchen lassen wir uns zu einem Supermarkt navigieren. Und nein, einen Gürtel brauchen wir gerade nicht. Was auch immer herrlich anzuschauen ist, diese alten Rostlauben.
Die meisten Lateinamerikaner fahren ihre Autos wirklich, bis sie komplett auseinanderfallen oder abfackeln. Im Supermarkt werden unsere Snackrationen wieder aufgefüllt und wir besorgen das demnächst lebensnotwendige Moskitospray. 30. Gracias. Wir holen unsere wieder gut riechende Wäsche ab und klappern anschließend noch ein paar der Google Maps Sehenswürdigkeiten ab. Unsere Blicke bleiben dabei meist auf den Nebenschauplätzen. Hier rennt ein Verkäufer mit seinem Wagen uns fast um, dort gibt es schon Weihnachtsartikel zu kaufen. Überall ist was los. Die Stadt gibt uns genau das, was wir vorher in Antigua ein wenig vermisst haben. Beinahe kommen wir auf den Gedanken, von Antigua abzuraten. Dafür ist es aber dann doch zu schön dort. Also die Stadt hier ist quasi wie Antigua, nur komplett ohne Tourismus, ohne Touristen. Aber, und das ersparen wir euch jetzt einfach mal, genauso vollgeschissen teilweise. Also wir haben hier jede Art Exkremente irgendwie auf der Straße gesehen. Wir haben auch ein- oder zweimal das live miterlebt. Und es sind gar nicht immer die Hunde. Und es war ungefähr das Verstörendste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Barfuß hier laufen wäre absolutes No-Go mittlerweile. Eine 2 Meter Meinung. Danke Nummer 1000. Mind your step. Ja, die Sache mit den Exkrementen ist wirklich ein kleiner, aber sichtbarer Schönheitsmakel hier. Rudi hatte uns ganz verwundert angesehen, als wir ihm erzählt haben, dass es in Deutschland keine frei streunenden Hunde gibt. Aber die Leute leben mit den Hunden und gehen, zumindest was wir gesehen haben, sehr freundlich mit ihnen um. Jedenfalls neigt sich unsere Zeit hier auch langsam dem Ende entgegen. Wir freuen uns auf unser nächstes Ziel und dessen einmalige Natur. Semoc Champey bei Lankin. Das gibt's aber im nächsten Video zu sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mit dem gleichen Unternehmen, bei dem wir auch unsere Wanderung gebucht haben, fahren wir in einem Touri-Shuttle von Quetzaltenango weiter. Nach 1,5 Stunden sind alle eingesammelt und das kleine Büsschen voll. Wir in der letzten Reihe. Ungemütlich, aber es könnte unkomfortabler sein. Über die ein oder andere Pinkelpause schlängeln wir uns durch bezaubernde Landschaften. Trotz tausender Takamulkos, das sind kleine Speedbumps, die die Autofahrer in den Dörfern ausbremsen sollen, kommt der ein oder andere im Bus sogar zu seinem Schlaf. Wie schon oft beobachtet in vermeintlich armen Ländern sind die Kontraste auf einer langen Fahrt sehr extrem. Wir fühlen uns angesichts der ausgiebigen grünen Vegetation wie im Paradies und schlittern im nächsten Moment auf unpräparierten Straßen an riesigen Müllbergen vorbei. Nach 10 verschiedenen Wetterlagen, 300 Kilometer in satten 10 Stunden erreichen wir endlich unser Ziel, Lankin. Erstaunt stellen wir fest, für unsere Weiterfahrt vom Busbahnhof zu unserem Hostel ist bereits gesorgt.
Die Sehnsucht nach dem Unbekannten, der Wunsch nach neuen Horizonten. Die Leidenschaft des Reisens ist tief in uns verwurzelt. Oftmals wird sie als Laster betrachtet, Zeit und Geld zu verschwenden, dem Alltag zu entfliehen. Doch ist es nicht gerade diese Flucht, die uns am Leben hält? Der Sonnenaufgang auf einer Reise, ein Moment der puren Magie. Die ersten Strahlen der Sonne streicheln sanft die Landschaft, tauchen sie ein in ein warmes Licht. Nebelschwaden wabern mystisch am Horizont, während die ersten Vögel ihr Lied einstimmen. In dieser Stille, umgeben von der Schönheit der Natur, verblasst der Stress der Reise, die Müdigkeit der langen Nacht. Gewiss, Reisen ist nicht immer einfach. Unvorhergesehene Ereignisse, Sprachbarrieren, mühsame Anreise, all das kann den Weg erschweren. Doch sind es nicht gerade diese Herausforderungen, die uns am Ende bereichern? Die Erfahrungen, die wir machen, die Menschen, die wir treffen, die Lektionen, die wir lernen, all das macht uns zu besseren Menschen. Und wenn wir dann am Gipfel des Berges stehen, die Weite des Meeres vor uns liegt oder die Lichter einer fremden Stadt uns verzaubern, dann wissen wir, es war es wert. All die Strapazen, all die Zweifel, sie verblassen in diesem Moment der puren Glückseligkeit. Die Leidenschaft des Reisens ist ein Geschenk. Es ist die Möglichkeit, die Welt mit neuen Augen zu sehen, sich selbst neu zu entdecken und die Grenzen des eigenen Horizonts zu erweitern. Ja, es mag ein Laster sein, aber es ist ein weises Laster, denn es lehrt uns Demut, Respekt und Dankbarkeit für die Schönheit der Welt und die Wunder des Lebens. Wegen der Wettervorhersage haben wir jetzt gesagt, dass wir die Tour, die wir vielleicht erst morgen oder übermorgen machen wollten, jetzt machen. Und dann gucken wir auch mal, wie lange wir hier noch bleiben. Weil das ist so die einzige Aktivität, die man hier im Bereich macht. Aber schön ist allemal. Mal gucken. Das entscheiden wir heute Abend spontan, ob wir dann hier noch 1-2 Nächte länger bleiben. Oder morgen schon wieder 10 Stunden Bus fahren. Nach 40 wackeligen und feuchten Minuten erreichen wir das Naturschutzgebiet um Semuc-Champey. Die Einfahrt ins Tal hinunter ist ein Anblick für die Götter. Auf den ersten Blick weit und breit unberührte Natur. Dieses Grün der Wälder ergibt im Zusammenspiel mit den weißen Wolken und dem blauen Himmel ein wahres Gemälde. Das Erlebnis bisher echt schon top, auch wenn ca. 50 andere von uns hier reingekarrt werden. Aber es war echt witzig jetzt schon die Fahrt. Und hier am Fluss, mega schön. With you also working camera or working stuff. This is your name, all your stuff, all your bags. We're gonna make it in one of the green box here. That's gonna be our locker. It's gonna be completely safe.
In der kurzen Anweisung wird uns gesagt, dass hier heute kein Platz für nicht wasserfeste Kameras und Drohnen ist. Darauf sind wir aber vorbereitet. An Wasserschuhe haben wir aber nicht gedacht. Die gibt's für kleines Geld zum Leihen. Ohne für die uns bevorstehende Wanderung absolut unmöglich. Halleluja.
Nach wenigen Minuten in der Höhle habe ich das ganz große Glück, unsere Gruppe und sogar den ganzen Schwung Touristen des heutigen Tages anzuführen. Endlich kehrt die Stille ein, die dieser Ort verdient. Bewaffnet nur mit einer Kerze und meiner Kamera steigen wir immer weiter ins schwarze, tiefe Innere dieser beeindruckenden und angsteinflößenden Höhle. Es ist eine ähnliche Höhle, in der eine ganze thailändische Fußballmannschaft beinahe ums Leben gekommen ist und nur durch eine Handvoll Taucher spektakulär gerettet werden konnte. Ich spreche einen unserer Guides auf diese Geschichte an. Er kennt sie nicht. Aber hier kommt es doch wenige Male im Jahr vor, dass durch plötzliche, schwere Regenergüsse sich die Höhle plötzlich füllt, sodass man schon mal 2 bis 3 Stunden eingeschlossen werden kann. Na toll, hätte er mir das nicht später erzählen können. Nach einiger Zeit sollen wir unsere Kerzen hergeben. Ab hier geht's ohne weiter. Wie das, fragt ihr euch? Diese Frage stellen wir uns gerade auch. Es geht weiter zu einem riesigen Wasserfall. Heute riesig und unüberwindbar klettert man hier normalerweise hoch und kann dann von oben runterspringen. Aufgrund der enormen Regenmengen derzeit aber nicht möglich. Wir müssen unten durch und anschließend wieder zurück. All das wird mir in diesem Moment erklärt. Wegen eben jenes Wasserfalls verstehe ich aber kein Wort. Außer, dass ich das dem Nächsten, in diesem Fall Lena, erklären soll. Ich sage ihr, dass ich kein Wort verstanden habe und wenige Sekunden später stehe ich im kompletten Schwarz unter einem tosenden Wasserfall. Unser Guide checkt, dass ich nichts mehr checke und sieht mich noch im richtigen Moment an sich und zeigt mir, wo es weitergeht. Und da es ab hier eben wieder zurückgeht, müssen wir auch wieder durch diese verdammt enge Stelle vom Anfang. Und es geht runter. Und ich weiß das und will eben nicht unkontrolliert runterfliegen. Genau das ist aber so gewollt und als kleine Überraschung von den Guides so geplant. Ich habe nicht gecheckt, was er will. Ich habe mir gedacht. Noch bevor wir die berühmten Wasserfälle gesehen haben, geht hier eine der, wenn nicht sogar die eindrucksvollste Erfahrung all unserer Reisen zu Ende. Froh und dankbar wieder aus der Höhle zu sein, am hellen Tageslicht. Wo es nun zum gemütlicheren Part geht.
Vorerst. Es geht weiter zum unteren Teil des riesigen Semuc-Champey-Wasserfalls. Wir sehen hier die riesigen braunen Wassermassen, welche unterirdisch unter dem eigentlichen Wasserfall austreten. Wenig später erhält jeder einen Schwimmreifen für die nächste Abkühlung. Tubing im Fluss. Everybody's going up. Dass es zu dem Aussichtspunkt 35 Minuten hochgeht, steil, bei einer krassen Luftfeuchtigkeit der Hitze, das sagt dir vorher auch keiner. Alles für das schöne Foto. Aber es könnte tausendmal schlimmer sein, wenn der Weg nicht so gut präpariert wäre. Yeah, it's perfect. Nice. Gleich ist es endlich soweit. Das eigentliche Ziel für heute. Baden in Semuc-Champey. Das Einzigartige an dem ganzen Gebilde ist, dass der braune Fluss, in dem wir vorhin gebadet haben, der geht hier irgendwie drunter durch. Und das Wasser, was wir hier sehen, das kommt oben vom Berg. Und das Wasser hier oben hat auch dadurch viel mehr Mineralien. Also quasi ein Tunnelwasserfall. Schon sehr beeindruckend. Das haben wir echt noch nie gesehen.
Durch die gleiche malerische Landschaft geht es zurück. Die Fahrt ist die gleiche. Wir aber irgendwie beseelt, glücklich und zufrieden. So etwas in unserem Leben erleben zu dürfen. Die Welt ist schön. Auch die lange Baustelle kann unseren Frohmut nichts mehr antun. Wir merken erst jetzt, wie gut wir heute Morgen hier durchgekommen sind. Waren ja unten die ersten aller Touri-Gruppen. Wir sind hierher gekommen für 2 Nächte. Es war abgemacht, wenn es uns gefällt, bleiben wir länger. Wir schlafen schließlich 3 Nächte hier. Genießen an unserem zweiten ganzen Tag die idyllisch gelegene Hotelanlage. Die anderen Gäste auf der Tour, die wir gestern gemacht haben. Für uns gibt's heute keine Wanderung, keine Abenteuer. Wieder ein Tag, um zur Ruhe zu kommen, zu planen, zu reflektieren. Dass das Wetter am heutigen Tage nicht perfekt ist, ganz ehrlich, es kümmert uns nicht mehr. Wir nehmen es, wie es ist und genießen die schönen Momente umso mehr. Und weiter geht's nach Flores. Wieder 10 Stunden Busfahrt. Wieder den ganzen Tag sitzen. Aber heute nicht so schlimm, weil es soll den ganzen Tag literweise regnen. Ja, wir verpassen nichts. Immerhin nicht so. Schon bei unserer Ankunft am Busbahnhof wird uns aber klar, dass wir heute nicht mal schnell weiterfahren nach Flores. Unser Bus ist mehr oder weniger schon voll besetzt. Gerade als wir dann doch auf unseren Plätzen sitzen, fährt ein Kleinbus vor. Die Reiseveranstalter nennen für uns willkürlich Namen. Manche müssen umsteigen, andere steigen bei uns ein. Wir bleiben im großen Bus. Eine folgenschwere Entscheidung. Sollten wir doch laut der Liste im Kleinbus unterkommen. Statt 9 Leuten im kleinen Bus sitzen bei uns nämlich mindestens doppelt so viele Menschen. Doppelt so viel Gewicht für den schwachen, alten Motor unseres Busses. Bereits auf den ersten 100 Metern werden wir von allen anderen Bussen überholt und tuckern langsam durch das verregnete guatemaltekische Hochland. Wir nehmen es noch locker angesichts unserer 4 Wochen, die wir hier sind. Aber man vergisst doch immer wieder, wie lange solche Transfertage dauern können. Kurzer Stopp an einer Tankstelle, / Waffenshop und weiter geht's. Wenn wir schneller sein könnten, fährt ein noch langsamerer LKW vor uns und wir denken das erste Mal auf solch einer Fahrt, Mensch, du kannst aber jetzt auch wirklich mal überholen. Kaum haben wir freie Fahrt, ist dann natürlich der nächste Tajamulco nicht weit. Oder der nächste LKW. Aber hey, schlimmer geht immer. Gerade als wir denken, endlich freie Fahrt, erreichen wir einen Fluss, der ausschließlich mit einer Fähre zu überqueren ist. Hier wird uns unsere späte Ankunft zum Verhängnis. Aber seht selbst.
que entró la maquinaria. Aquí van a zampar. Ay, güey, puta. Este cachito para atrás que te agarren. Voy ahí. Tengo carro atrás. Tengo carro atrás. Hay carro atrás. Dale, cachito, más. Aquí, pues puta, uno por el tractor. Mira, se te metió eso. No, los dos tienen que meter en el centro. ¿Cómo estaban adelante? Kommt da wieder ein Boot mit einem Auto drauf. Ja, das ist auch Guatemala. Haben uns schon gefreut gerade, dass es weitergeht, dass wir auf die Fähre kommen. Kommt auf einmal die Fähre zurück. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, ja, sind ja noch dieselben Fahrzeuge drauf. Nix war's. Fähre kaputt. Wir stehen hier jetzt mindestens Stunde, 1,5. Und keine Ahnung, ich meine, der Tag war ja eh schon kaputt. Aber schon ärgerlich. Zwei Jungs, welche in Europa wahrscheinlich noch nicht mal arbeiten dürften, sitzen am kaputten Motor und versuchen, diesen zu reparieren. Spätestens als sich die zwei ein Bierchen aufmachen, verlieren wir jegliche Hoffnung, noch heute in Flores anzukommen. Oh Mann, hier war es ein Chaos. Jetzt ist auf der anderen Seite ein Auto vom Fahrer auf die Fähre irgendwie von der Spur gekommen. Die können jetzt auch nicht weiter. Und bei unserer Fähre passiert jetzt gerade gar nichts mehr. Kann gut sein, dass man hier jetzt übernachtet mit 100 Kilometer vor dem Ziel. Aber für die Locals hier gibt es scheinbar keine Probleme, nur Lösungen. Während man das verkeilte Auto aus seiner misslichen Lage irgendwie rausziehen konnte, werden die Arbeiter bei unserer Fähre langsam zuversichtlicher. Und Gott sei Dank sind wir zwar zu spät dran, aber nicht noch später gekommen. Der Stau hinter uns ist wohl kilometerlang. Und ob der heute Abend noch komplett aufgelöst wird, fraglich. Ein Wunder ist geschehen. Jetzt noch mal Zapinkler und dann geht's weiter. Ja, das Ding funktioniert ja jetzt. Aber von der anderen Seite kommen auch wieder LKWs zurück. Und die haben ja jetzt hier die zweite Spur voll gemacht mit Autos und die müssen die jetzt eigentlich nutzen. Das heißt, wir haben jetzt gleich das nächste Problem, Verkehrschaos. Wie sollen die Autos bzw. die LKWs, die da drauf sind, hier wieder wegfahren? Und solange die nicht weggefahren sind, kommen wir ja auch nicht weiter. Aber wir gehen jetzt mal in den Bus und schauen, ob es bleibt. Community pass back, is it? Yeah. Sorry, I think you look the pass back. Carlos, ¿te estaba metiendo allá? Not anymore, but you. Madre, que 3 horas estuvimos aquí. So ganz unspektakulär einfach. Mit einer Handvoll km/h geht es endlich über den Fluss zum anderen Ufer.
wo uns natürlich ein ähnliches Verkehrschaos erwartet. Wir beneiden die Locals hier nicht um diese Infrastruktur, wohl aber um ihre riesige Geduld. Der Stau hier hält sich letzten Endes an Grenzen. Ja, überlegen wir wären ein bisschen später gekommen. Nach ein paar Minuten haben wir freie Bahn und 1,5 Stunden später erreichen wir endlich Flores. Zwölfeinhalb Stunden später. Und in guter Zeit, da schaffen wir die Strecke, glaube ich, in 7 Stunden. Viel früher halt. Aber naja, wir müssen das Positive sehen. Das Wetter ist gut. Ja, wir laufen jetzt direkt ans Restaurant, wo wir uns rausgesucht haben. Heute gibt es mal wieder Tacos. Und dann geht's ins Bett. Morgen früh raus. Wir haben einiges vor hier. Flores liegt auf der Insel San Andrés im südwestlichen Teil des Petén-Itzá-Sees. Die mit dem Festland nur durch einen künstlichen Damm verbundene Stadt hat 19.000 Einwohner und ist ziemlich vom Tourismus dominiert. Trotzdem geht es auf dem kleinen Inselchen noch sehr ruhig und gelassen zu. Jetzt wollten wir dahinter eigentlich gerade Frühstücke gehen. Hat jemand eine Nussschale oder ein Brot? Es hat heute Nacht überhaupt nicht geregnet. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durchs Städtel, Dörfel, wie auch immer. Habe noch mal ein bisschen Bargeld geholt, weil ohne Geld ist halt hier gar nichts los. Und für Kreditkartezahlungen verlangen sie oft 10% mehr Gebühren. Wir haben jetzt 2 Stunden insgesamt, bevor es weitergeht. Das sollte eigentlich hier für die Insel auch reichen. Natürlich, man kann hier auch wieder eine Woche verbringen. Ist schon ganz schön. Alles sehr schön bunt. Eignet sich sehr gut für Fotos machen. Und das machen wir auch. Und dann geht's weiter. Die Insel ist so klein. Wenn ich jetzt nicht auf Google Maps geguckt hätte, dann wäre mir gar nicht aufgefallen, dass wir hier schon wieder an unserer Unterkunft sind. Das heißt, wir haben das Ding jetzt schon umrundet. Das sind keine 25 Minuten, sondern 10 Minuten. Unsere Aktivitäten hier beschränken sich tatsächlich auf Fotos schießen und Essen. So besuchen wir vor unserer Fahrt zum nächsten Highlight den besten Taco-Stand weit und breit, direkt im Park Central an der Weißen Kirche. Mit einem Tuk-Tuk fahren wir in den Vorort von Flores, Santa Elena. Ab hier fahren Busse über El Remate nach Tikal. Es ist wohl eher unüblich, dass Touris wie wir die lokalen Busse benutzen. Die meisten kommen in Flores an, fahren am nächsten Tag zu den Maya-Ruinen und am gleichen Tag wieder zurück nach Flores, um dort zu übernachten. Wir wollen es langsamer angehen, fahren auf eigene Faust hin und übernachten direkt bei den Maya-Ruinen.
Puh, jetzt sind wir mit unserem Nicht-Spanisch das erste Mal wirklich an unsere Grenze gekommen. Dabei wollte uns die Dame vom Ticketverkauf einfach nur erklären, dass sie uns auch ein Hin- und Zurück-Ticket von Tikal verkaufen kann. Und das brauchen wir gar nicht, weil wir gar nicht mal jetzt hierher zurückkommen wollen. Aber erklär ihr das mal auf Spanisch, während wir schon gar nicht verstanden haben, was sie uns gerade gesagt hat, so richtig. Und wir würden jetzt mehrfach aneinander vorbeigeredet. Dabei war alles schon geklärt. Weil die Sache steht, man kommt sehr gut mit Nicht-Spanisch hier zurecht. Also hier ein bisschen Wörter, die man können muss, ein paar andere Sätze, die man einfach verstehen sollte. Und der Rest ist mit Hände und Füße und Google Translator und dann passt es. Aber jetzt war es gerade echt so ein bisschen. So, kurz nach El Remate müssen wir jetzt den Bus tauschen. Der direkt Tikal fährt. ¿Ya compraste tu ticket? Sí. Apropos Ticket. Dieses bekommt man hier schon ca. 10 Kilometer vor dem Park. Das heißt, wenn man am Hotel am Park ankommt, ohne Ticket, kommt man nicht zu den Ruinen und müsste eben wieder zurück an den Ticketschalter fahren. Gleichzeitig bräuchte man aber kein Ticket, um nur in den Hotels am Park zu übernachten. Eines würde also reichen, um am Ankunftstag am Hotel auszuruhen und sich am nächsten Tag die Ruinen anzuschauen. In diversen Blogs steht das aber anders. Auch die freundlichen Beamten am Ticketschalter sind keine große Hilfe. Mir dachte eigentlich das Ticket, wenn wir das jetzt kaufen, dann gilt es noch für den nächsten Tag. Also wir kaufen ein Ticket für mehr oder weniger 2 Tage. Das gibt's schon lange nicht mehr. Jetzt müssen wir den vollen Preis für 2 Tage zahlen, obwohl wir in Summe nicht mal einen Tag drin sein werden. Naja, wir sprechen jetzt von 35 € pro Person für 2 Tage. In Summe ist das immer noch okay. Aber wenn man irgendwie was anderes erwartet hat und dann auf einmal viel mehr, vor allem in Quetzales, hört sich es immer nach viel mehr an. Dann schockiert es einen erst nur. Ja, das ist jetzt halt einfach so. Wir müssen so oder so zahlen. Die letzten 24 Stunden sind echt so ein bisschen anstrengender gewesen jetzt so für den Kopf. Gerade wird die Sache mit dem Ticket, wo wir mit was anderem gerechnet haben. Und so, unser Busfahrer hat die ganze Zeit telefoniert. Er hat jetzt eigentlich Zeit gehabt, wo ich das Dilemma mit dem Ticket hatte. Und ja, im Park hat man halt keinen Empfang mehr und da vorne um die Ecke hat man keinen Empfang mehr dann. Und er muss aber jetzt noch fertig telefonieren. Das heißt, wir sind jetzt nochmal 500 Meter rückwärts gefahren, damit er wieder Empfang hat. Für 2 Sätze und jetzt fahren wir weiter. Hilfe! 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 Mit unseren jeweils 2 gekauften Tickets in der Hand laufen wir nach der Ankunft in unserem paradiesisch gelegenen Hotel schweren Herzens zum Parkeingang. Heute wird es keine bösen Überraschungen mehr geben. Im Gegenteil. Wir bekommen unsere am Lago de Atilan noch vermissten Nasenbären zu sehen. Und nicht nur einer. Ein ganzes Rudel versucht am Parkplatz vor den Ruinen Snacks von den Touristen abzustauben. Die kleinen Tierchen sind so zahm, dass wir beinahe vergessen, warum wir überhaupt hierher gekommen sind. Bei den Ruinen die nächste positive Überraschung. Vor lauter süßer kleinen Nasenbären wären wir jetzt fast nicht rein. Scheiß auf Tikal. Nasenbären. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sag, hier ist sehr ruhig gerade. Wir sind komplett alleine. Fühlt sich an wie bei Indiana Jones. Wir und die 1 Million Moskitos. Ja, wir werden gerade aufgefressen. Und es ist eigentlich gar nicht so warm. Aber irgendwie die Luftfeuchtigkeit muss bei circa also zwischen 300 und 450% sein. Ihr seht, haben wir jetzt gerade leider erfahren müssen, dass man auf die höchste Pyramide hier gar nicht hochkommt.
Aber es gibt ja noch andere Maya-Pyramiden, auf die wir hochkraxeln können. Fündig werden wir im Mundo Perdido Areal, auch Lost World oder auf Deutsch Verlorene Welt genannt. Hier gibt es die derzeit einzig begehbare Pyramide, von der aus man eine Sicht über ganz Tikal hat. Sie ist auch Endpunkt für die Sunset-Touren, weshalb wir auch ein bisschen Ärger mit einem Wärter bekommen. Aber diesen Sonnenuntergang wollen wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen. Auf diesem Tempel haben die Maya die Sternenkonstellation beobachtet und erforscht. Wissenschaftler vermuten, dass man von hier anhand der anderen Tempel durch die Sonnenkonstellation Rückschlüsse auf den Maya-Kalender ziehen kann. Für uns der perfekte Ort und Moment, um sich mit den vergangenen 24 Stunden endgültig zu versöhnen. Und wem diese Kulisse irgendwie bekannt vorkommt, Tikal diente als Drehort für den allerersten Star Wars-Film. Noch 2 Minuten müssen wir schon wieder runter, weil wir haben ja kein Sunset-Ticket gebucht. Aber die schönen Fotos haben wir trotzdem gemacht, weil ich glaube, jetzt ist die Sonne gleich schon wieder weg. Also gerade so Glück gehabt. Er wollte uns gar nicht hochlassen. Und dann mit der Argumentation, ja, es ist 5, hat er uns doch hochgelassen. Also, wahrscheinlich versteht er das selber nicht. Naja. Vielleicht wurde der Kollege jetzt auch ein bisschen ungemütlicher, weil wir ja alleine jetzt hier im Park sind. Also die Sunset-Tour kann man nur mit Guide machen. Und da wir die nicht gebucht haben, haben wir ja auch keinen Guide, beziehungsweise wir haben allgemein keinen Guide. Und laufe jetzt hier alleine rum. Und ja, du musst ja um 6 hier raus sein. Und es könnte ja sein, dass man sich irgendwie verläuft. Außerdem wird es jetzt so langsam echt dunkel. Und ja, also hier wollte ich jetzt so die Nacht verbringen. Es hat Brüllaffe, Nasenbären, das sind noch die harmloseste. Millionen, Milliarden Moskitos. Und wenn man Glück oder in dem Fall Pech hat, gibt es noch Jaguare. Und ich rede nicht von den Autos. Aber krass. Schreibt mal in die Kommentare, wer schon mal hier war. Ob ihr auch dieses Erlebnis hier so hattet, dass so wenig los war. Also wir haben jetzt vielleicht in Summe ja 10, 15 Leute. Mehr Wärter als Touristen. Am nächsten Morgen klingeln unsere Wecker um 5 Uhr. Aus unserer Sonnenaufgangstour wird aber nichts. So sind unsere am Vorabend gerichteten Vesper bereits gegessen, als wir gegen 8 Uhr aufbrechen. Immer noch vor dem normalen Touri-Andrang. Es ist wirklich erstaunlich, was hier in den 1800 Jahren von 900 vor Christus bis zum Rückzug der Maya im 10. Jahrhundert vorgegangen sein muss. Doch die Maya haben sich wohl mit der Zeit übernommen und zu viel von der Natur gefordert. Dürreperioden zwangen die einstige Großmacht zum Rückzug, vermuten zumindest die Wissenschaftler. Wie mag es hier wohl einst gewesen sein? Alles, was hier jetzt steinig aussieht, farbemäßig, war früher rot. Haben wir heute Nacht eine englische Doku angeguckt, die aber das mit dem Computer rekonstruiert, wie das früher ausgesehen hat. Link unten in der Videobeschreibung.
Alles menschenleer. Außer die Lena da unten. Kann aber auch an der Regenzeit liegen und auch daran, dass es heute Nacht geschüttet hat ohne Ende und wahrscheinlich auch wieder schütten wird. Uff. Oder allgemein ist hier gar nicht so viel los, wie ich eigentlich immer meine, weil alle in Mexiko hocken, in der Ruine. Dann wäre ja Tikal ein Geheimtipp, glaube ich aber nicht. Und das kann man jetzt sehen, wie man will, was für einen das Highlight hier ist. Aber für uns ist, glaube ich, eher der Dschungel, der sich in den letzten 1100 Jahren wieder das zurückgeholt hat, was ihm die Maya da weggenommen haben. Hier war im Prinzip alles verbaut mit Wegfläche und was da jetzt wieder alles zurückgekommen ist an Pflanzen, an Tiere, ist schon beeindruckend. Nur die Moskitos, die hätte sie weglassen können. Also wenn wir jetzt die Masse an Menschen hier sehen, die mittags am Start sind, unser Rat für euch, wenn ihr wirklich Tikal besuchen wollt, wenn ihr in Guatemala seid, nehmt die Zeit, nehmt das Geld, bleibt 2 Tage hier, nehmt euch ein Hotel beim Park, Gesundheit und zahlt 2-mal Eintritt. Alles ein bisschen zeitintensiver, kostenintensiver, aber man hat es dann einfach mal für sich. Und schon nochmal ein anderer Eindruck, wenn man hier alleine rumrennt. Im Vergleich zu, wenn Fotografen rumrennen und die einem direkt ausgedruckte Bilder verkaufen. Zufrieden treten wir unsere Busfahrt aus dem Park an. Wir schließen uns spontan einer größeren Gruppe in einem größeren Bus an. Aber keine Sorge, die Fahrt ist nicht lang. In gerade mal einer halben Stunde erreichen wir El Remate. Von hier aus wird es auch morgen weitergehen. In ein neues Land, eine andere Kultur und neuem Reisestress. Das mag nach einem furchtbaren Stress aussehen, wie wir jetzt gerade von Hotel zu Hotel jeden Tag ein neues Hopsen und dann auch noch das frühe Aufstehen. Aber hier wären wir jetzt eh nicht länger geblieben. Hier gibt es gar nichts groß zu machen. Natürlich, da am See ist schön, aber es wäre jetzt relativ schnell langweilig geworden. Außerdem ist das Wetter da, wo wir jetzt hingehen, besser. Und mit dem frühen Aufstehen, da haben wir eh so eine kleine Hassliebe. Aufstehen immer eklig, aber früh aufstehen lohnt sich eigentlich immer. Überpünktlich werden wir vor unserer Unterkunft bereits von unserem Busfahrer in Empfang genommen. Er winkt uns mit Einreisezetteln für das nächste Land. Heute geht es für uns Richtung Osten durch das ganz schöne Flachland von Guatemala. In ein neues Land, Belize.
Wie man es so kennt, muss man an der Grenze aussteigen, durch die Grenzkontrolle sein Gepäck anschauen lassen und dann in einen anderen Bus einsteigen. Jetzt sind wir gerade raus aus Guatemala, aber noch nicht in Belize. In welchem Land sind wir denn jetzt gerade? Nix. Der Grenzübergang zu Belize mag für uns Europäer auf den ersten Blick zwar kompliziert erscheinen. Müssen wir schließlich aus unserem Bus aussteigen und mit einem anderen weiterfahren. Doch der Übergang an sich gestaltet sich recht zügig und angenehm, so dass wir schon nach einer halben Stunde weiter auf der Fahrt Richtung Küste unterwegs sind. Von Kilometer zu Kilometer wird das Flair karibischer bis zur Hauptstadt Belize City. Diese wirkt trotz des herrlichen Wetters wie ein Slum aus einer größeren amerikanischen Stadt auf uns. Kaputte Straßen, demolierte Autos, Baracken, alles etwas abgefuckt. Hier wollten wir keinen Zwischenstopp einlegen und so geht's für uns direkt an den Fähranleger. Wobei wir bei unserer Ankunft noch nicht sicher sein können, dass es für uns heute noch direkt weitergeht mit der Fähre. Enges Höschen. Komme hier um 11:45 an und um 12 fährt das Boot zur Key Colca. Ich schaffe es noch, aber wir sind nicht jetzt schlecht. Wie auf Knopfdruck kommen wir von einem Moment auf den anderen so richtig in Urlaubsstimmung. Endlich Sonne, endlich am Meer. Wir lieben die Berge, die grünen Wälder, Wasserfälle und Höhlen. Aber die Karibik bedeutet Urlaub. Und die Bootsfahrt nach Key Colca ist die perfekte Einstimmung für die nächsten paar Tage. Das schlechteste Gepäckrückgabesystem aller Zeiten. Unglaublich. Erst dachte man, ja, da kann man sich wenigstens dann in einer Reihe anstellen. Und dann läuft das einigermaßen gesittet ab. Und dann war es aber doch so, der Erste, der seinen Koffer sieht, kriegt noch als erstes. Komischerweise waren unsere beiden Koffer nicht zusammen da. Naja. Immer wieder schön, wenn man alles wieder zusammen hat. Und hier im Karibik-Paradies haben wir uns gar nicht so viel erstmal jetzt vorgenommen. Heute heißt es einfach nur Pool. Mit dem Tropical Paradise Express Hotel haben wir für uns die perfekte Unterkunft gefunden. Relativ günstig, okayes Zimmer und wir dürfen die herrliche Poolanlage des eigentlichen Tropical Paradise mit benutzen. Gegen Nachmittag erkunden wir dann aber doch ein bisschen die nähere Umgebung. Key Colca ist eine sehr kleine Insel und am besten unterwegs ist man hier zu Fuß. Den perfekten Sandstrand sucht man hier aber vergeblich. Und auch die ein oder andere Blechhütte könnte den Karibikanblick trüben. Aber irgendwie passt alles zusammen. Die westliche Seite gestaltet sich an der einen oder anderen Stelle etwas schmuddelig. Aber auch die Elektrizität auf einer Insel muss ja irgendwo herkommen.
Und die wirklich bombastischen Sonnenuntergänge gibt's nun mal nur hier zu sehen. Durch einen Zufall treibt es uns auch direkt am ersten Abend an den genau richtigen Ort, Stingray Beach. Neben Pelikanen gibt es hier auch die namensgebenden Stachelrochen zu bestaunen. Sie werden zwar angefüttert, aber kommen immerhin aus freien Stücken jeden Abend hierher. Und täglich grüßt das Murmeltier. Heute haben wir uns vorgenommen, dass wir uns gar nichts vornehmen. Nach einem leckeren, günstigen Frühstück erstmal ein bisschen poolen und später an den Norden der Insel. Und habt ihr das schon mal gesehen? Unser Hotel hat einen eigenen Friedhof. Praktisch, aber doch auch etwas makaber, oder nicht? Und das direkt am einzigen kleinen Stückchen Sandstrand der Insel. Ganz in der Nähe ist übrigens das Blue Hole, eines der gefährlichsten Tauchgebiete der Welt. Am besten zu sehen aus der Luft mit einer kleinen Propellermaschine. Videos gibt's in der Videobeschreibung. Denn wir skippen dieses Erlebnis und bereuen es nicht. Auf unserem Weg fast ausschließlich am Meer sehen wir viele herrliche Hotels, Luxusbunker und auch einfache Unterkünfte. An der Hauptstraße viele Touranbieter für im Prinzip immer die gleiche Tour. Aber dazu später mehr. Uns zieht es zum größten und schönsten Strand der Insel, The Split. Er wurde durch einen Hurrikan erschaffen und teilt die Insel seit einigen Jahren schon in 2 Teile. Wobei der nördliche Teil nicht wirklich erschlossen ist. Sonnenbaden, Menschen beobachten und der obligatorische Köpfer darf nicht fehlen. Und zum Sonnenuntergang natürlich wieder zu unserem Stingray Beach. Aber was sehen unsere Augen da um die nächste Ecke? Oh, guck mal, der Bruder. Ruine oder Baustelle sind hier nur schwer zu unterscheiden. Auf dem Weg gehen Sonnenuntergang. Kaum angekommen beginnt auch schon das alltägliche Fütterungsereignis. Wir schauen uns das Ganze nur noch halb so beeindruckt an, aber genießen das Spektakel. Black Hawk Tours ist der einzige Anbieter, der verspricht, mit maximal 8 Personen die Tour anzutreten. Umso erstaunter treten wir unsere Bootsfahrt voll bepackt mit 14 Leuten an. Sei es drum, das Wetter ist wieder herrlich. In Kikoika, das erfahren wir spätestens heute, wird wirklich alles angefüttert, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Hier schnappen die Barracudas selbst nach meiner Actioncam. Das Highlight des heutigen Tages sollen allerdings die hier heimischen, sehr seltenen und vom Aussterben bedrohten Seekühe sein. Da hinten klar zu sehen. Seht ihr? Ah, verdammt. Schon beim ersten Schnorchelgang dann ganz nah, eine Rundschwanz-Seekuh. Aber nicht zu nah dran, sonst kommen die mit den Elefanten verwandten Tiere am nächsten Tag nicht wieder. Und das wäre nicht gut. Also, dass die Anbieter kein Geld mehr mit deren Anblick verdienen können. Was sich jetzt etwas abfällig anhört, bitte nicht falsch verstehen. Die meisten Anbieter hier geben immerhin sehr gut Acht auf die Tiere. Und statt sie zu jagen oder für Zoos oder Aquarien zu sammeln, zeigen sie die Tiere den Besuchern in ihrem natürlichen Lebensgebiet. Also alles wahrscheinlich ganz in Ordnung. Ein paar Stachelrochen und eine Schildkröte später dann das etwas verstörende Highlight des Tages: Haifischfütterung. Haie sind übrigens zu 99,99% nicht gefährlich für den Menschen. Zumindest nicht diese kleinen Riffhaie. Während ich keine Zeit verliere und mich ins Wasser schmeiße, traut Lena dem Braten nicht ganz so sehr und ist etwas misstrauisch. Letzten Endes zufrieden geht es für uns zurück zur Insel und zum alltäglichen Sonnenuntergangsspektakel. Morgen geht's weiter und das ist völlig okay.
Ganz früh und noch vor dem Sonnenaufgang geht es für uns heute zurück nach Belize City. Für die heutige Weiterreise mussten wir verhältnismäßig viel recherchieren für echt wenig brauchbare Informationen. Wir nehmen die erste Fähre und steigen so schnell es geht in ein Taxi an den nicht fernen Busbahnhof. Normalerweise easy zu erreichen zu Fuß. Aber unser Bauchgefühl sagt uns, den Weg durch die Stadt nicht alleine mit Sack und Pack zu bestreiten. Hier soll es einen Bus nach Punta Gorda geben, welches wir pünktlich und spätestens um 2 Uhr erreichen wollen, um die Fähre zurück nach Livingston in Guatemala zu bekommen. Hört sich besser an, als es im Nachhinein sein sollte. Im Busbahnhof werden wir angemessen freundlich empfangen und instruiert, wann und wo der Bus gleich ankommt. Ohne große Wartezeit geht es auch pünktlich los mit dem Expressbus Richtung Süden. Wir sind uns nicht so sicher, woher unser flaues Gefühl im Magen kommt. Die Leute hier sind alle super nett und herzlich. Liegt es an der fremden Kultur, der Armut hier, der Abgerocktheit der Umgebung oder doch am Essen des letzten Abends? Was ist hier los? Ist der Bus anfangs noch sehr überschaubar belegt, halten wir die ersten paar Kilometer alle paar Sekunden. Es füllt sich und füllt sich. Anfangs können wir uns noch den Luxus gönnen, in 2 Reihen zu sitzen und die Beine auszustrecken. Später muss auch wirklich der letzte Ventilator aus dem Gang, damit alle in den Bus reinpassen. Die meisten benutzen den Bus tatsächlich nur für eine ganz kurze Strecke und bald wird es wieder leerer und leerer und ein bisschen ruhiger. Letzten Endes hätten wir auch mit einem Bus über Flores in der gleichen Zeit unser Ziel erreicht. Aber warum auch immer haben wir uns vorgenommen, den direkten Weg nach Livingston zu bevorzugen. Ob das die richtige Entscheidung war? Mal wieder 6 Stunden im Bus gehockt, aber diesmal das erste Mal früher als angegeben angekommen. Trotz 100 Stopps. Ja, furchtbar. Und jetzt haben wir überhaupt keine Ahnung, ob wir jetzt direkt weiterkommen oder hier noch eine Nacht bleiben. Im Internet haben wir überhaupt gar nichts gelesen, ob noch eine Fähre fährt. Das schauen wir jetzt gleich. Vorher müssen wir natürlich, weil Landwechsel im Emigration Center uns emigrieren. Ja. Boah, jetzt wird es gerade richtig hektisch. Das Ticket kostet statt, also wo wir es gelesen haben, eigentlich 40,50. Jetzt haben wir gedacht, ja 70. Jetzt hat es aber 100 Belize-Dollar gekostet. Das heißt, für eine Dreiviertelstunde Boot 50 Euro. Natürlich hatte man immer so viel Geld. Jetzt wollte ich erst noch mal Geld abheben, weil Belize verlangt für den Exit auch noch mal 40 Belize-Dollar pro Person. Jetzt konnte man aber wenigstens ein Ticket mit Guatemala Geld kaufen. Und die war da auch noch mit Boot auf uns, weil ja 100 Euro. Und es war jetzt wahrscheinlich teurer, als wir einen Bus genommen hätten, aber irgendwie klappt es jetzt auch, dass wir direkt nach Livingston kommen. Jetzt natürlich noch Exit. Dann geht's. Aber Ende gut, alles gut. Wir sind ja die reichen Touristen. Nein, im Ernst, ihr könnt es jetzt an meinem Tonfall hören. Ich glaube, wenn wir das alles irgendwie gewusst hätten, weiß ich nicht, ob wir nach Belize wären. Ganz bestimmt nicht, aber sei es drum. Unser Ziel ist ja immer der Weg und ohne diese Fahrt wäre diese Reise nicht unsere Reise gewesen. Allerdings kommen wir ja jetzt noch zur sogenannten Fähre. Und Leute,
Seht selbst, die Nussschale ist voll. In dem Moment sind wir uns eigentlich sehr schnell sicher, dass wir heute hier doch nicht mehr wegkommen. Während 2 andere durch Versetzen von ein paar Rucksäcken und Koffern noch irgendwie Platz bekommen, scheint für uns kein Zentimeter auf dem Boot mehr frei zu sein. Den Motor schon an und der Captain das Ruder in die richtige Position eingeschlagen, wird uns angedeutet, dass wir auch aufs Boot kommen sollen. Nicht vorne bei den Taschen oder in einer der Reihenplätzen, ganz hinten, neben dem Captain. Wir sollen uns für die nächste Stunde einfach nur gut festhalten und das Beste hoffen. Und anfangs, wir sprechen jetzt von den ersten 2 Minuten, war das noch echt sehr witzig. Aber schnell wird uns bewusst, was hinten sitzen bedeutet. Bei dem Tempo, was das Boot drauf hat, werden wir in wenigen Minuten patschnass sein. Mal davon abgesehen können wir heilfroh sein, dass das Wetter so gut und die See verhältnismäßig ruhig ist. Wer weiß, was hier sonst hätte alles schief gehen können. Tapfer und mit jeder Menge Galgenhumor werden wir die 60 Minuten Fahrt über das offene Meer irgendwie überstehen. Nur nicht trocken. Das ist übrigens Carlos. Er war so nett, mir dieses Video nach der Fahrt zu airdroppen. Als Gegenleistung wollte er nur im Video genannt werden. Danke, Carlos. Livingston liegt an der Nordseite der Mündung des Rio Dulce in den Golf von Honduras und ist bekannt für seine ungewöhnliche Mischung verschiedener Volksgruppen und Kulturen wie Garifuna, Kexi und Ladino. Die Stadt prägen die Garifuna, die einzige dunkelhäutige afro-karibische Volksgruppe Guatemalas. Der Ort mit seinen etwa 16.000 Einwohnern ist nur über den Seeweg erreichbar. Etwa 30 Kilometer nördlich von Livingston befindet sich Punta Gorda, die südlichste Hafenstadt von Belize. Der Rio Dulce verbindet den 30 Kilometer landeinwärts gelegenen Ort Rio Dulce und den Isabelsee mit der Karibik. Von diesen 3 Orten gibt es regelmäßige Bootsverbindungen nach Livingston. Zwischenzeitlich mal im Wasser gewesen. Und so vergessen wir das Wichtigste, was in diesem Moment trotz aller Widrigkeiten für uns zu tun galt. Vielleicht könnt ihr es schon ahnen. Spätestens vor Antritt unseres Heimfluges in Guatemala-Stadt werden wir mit diesem folgenschweren Fehler konfrontiert. Wir aber haben jetzt andere Aufgaben zu lösen. Das war jetzt mal wirklich eine krasse Bootsfahrt. Hatte man jetzt auch noch nie, dass dann danach 2, 3, 4 Leute zu uns gekommen sind und gefragt haben, ob alles okay ist. Und da wir irgendwie instinktiv gar nicht damit gerechnet hatten, dass wir hier heute ankommen, haben wir noch gar kein Hotel hier gebucht, rausgesucht. Jetzt laufen wir mal zu einem Hostel und hoffen, dass wir da irgendwie unterkommen. Das Backpacking lief. Und auch nachdem wir eine passende Unterkunft gefunden haben, gibt es noch einiges zu erledigen. Danach weiß jeder deinen Code. Ja. Wie ihr sehen könnt, kann es in Livingston selbst ganz schnucklig ausschauen. Ein ziemlich guter Ort, um einfach mal zu sein. Warmes Wetter und entspannte Menschen. Unter Meer und Fluss gleichzeitig. Da wir aber nicht direkt am ersten Tag einfach nur chillen wollen und das Wetter für den nächsten Tag schon wieder etwas schlechter werden soll, buchen wir spontan am Morgen bei unserer Unterkunft einen kleinen Ausflug zum vielleicht schönsten Strand Guatemalas. Und wie so ziemlich alles hier in der Gegend ist dieser nur mit dem Boot zu erreichen. Es stellt sich mal wieder heraus, wir haben uns nicht ganz so ausführlich informiert, wo es heute hingeht. Vor jedem Ausflug zum Strand fährt das Boot noch ein anderes Ziel an. 7 Altars. Eine unerwartet, aber schöne Überraschung.
Ein bisschen erinnert uns das Ganze auch an Semuc-Champagne, nur nicht ganz so spektakulär. Man hat eine Bootsfahrt bestellt am Strand und kommt hier raus. Auch das kann Guatemala sein, herrlich. Oh. Super. Nach einer knappen Stunde im Dschungelparadies geht es dann aber endlich zum Strandparadies, dem Playa Blanca. Auf den ersten Blick der wahrgewordene Traum aller Strandliebhaber ist die mit Palmen gesäumte Playa dann doch nicht mehr der Geheimtipp des Landes. Aber selbst die vielen Menschen tun diesem herrlichen Anblick keinen Abbruch. Und wer nicht auf Leute steht, nicht auf Liegen unterm Schirm angewiesen ist, findet nach ein paar hundert Metern strandaufwärts die herrlichsten Plätze, die man sich nur vorstellen kann. Wir bleiben aber am Hauptstrand und machen das, was man hier am besten tun kann. Nichts. Trotz der Faulenzerei neigt sich der Tag viel zu schnell dem Ende entgegen und wir müssen zurück zu unserem Bootsmann. Auf die Minute genau geht's zurück zum Hafen von Livingston. Hier wird uns zum ersten Mal ein bisschen bewusst, warum viele sagen, dass man diesen Ort auch eher überspringen kann. Leider wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, bis sich die E-Tuk-Tuks durchsetzen. Und der nächste. Und der nächste. Ja, wir sind ja in einer Großstadt hier. Ja, und was gibt's sonst von Livingston noch zu berichten? Vielleicht viel mehr als das, was wir gesehen haben, sogar ganz bestimmt. Aber auch kulinarisch freuen wir uns so langsam wieder in das Landesinnere zu kommen. Wobei die Pupusas hier ganz in Ordnung waren. Wenn man 10 Minuten oder eine ganze Stunde Zeit hat und es einen nicht stört, im Regen zu warten. Braucht jemand Stühle? An unserem letzten ganzen Tag in Livingston genießen wir den Steg unseres Hostels und machen nun wirklich gar nichts. Zumindest am Morgen ist das Wetter auch besser als vorhergesagt. Und da ist es wieder. Dieses eigenartige Gefühl, das sich uns bei eigentlich jeder Reise irgendwann einschleicht. Wir sind noch einige Tage unterwegs, aber das Allermeiste ist schon wieder vorüber. Die Gedanken an den Heimflug und das Zuhause in Deutschland werden immer größer. Gleichzeitig aber könnten und wollten wir nach entspannten Tagen wie diesen weiterreisen.
Zu Hause werden wir belächelt, wenn wir sagen, eine Reise beginne für uns immer erst nach 2 Wochen. Wir benötigen diese Zeit, um überhaupt ins Reisen reinzukommen, den Alltagsstress loszulassen und das Neue genießen zu können. Das Privileg, einen Monat reisen zu können, ist schon mal ein guter Anfang. Aber wir wollen mehr. Für uns geht es heute aber erstmal weiter in Richtung Rio Dulce. Mal wieder eine Anreise, die für viele andere schon ein Tagesausflug sein könnte. Wir lieben es, so zu reisen, von einem Ort zum nächsten. Nicht zu lange und dabei einfach eine gute Zeit haben. An den Ufern des Rio Dulce gibt es einige Unterkünfte in verschiedenen Preissegmenten, so dass für jeden etwas dabei sein sollte. Wir haben uns für eine eher günstigere Variante entschieden und 2 Nächte im Hotel Casa Perico verbracht. Die Unterkunft liegt in einer kleinen Einmündung am Fluss und somit etwas tiefer im Dschungel. Außer gutes Essen vom Schweizer Besitzer und durch die Mangroven mit dem Kanu zu schippern, kann man hier direkt nicht wirklich viel machen. Man kommt natürlich nicht mal auf eigene Faust wieder weg. Hier ist die Unterkunft das Highlight. Wir können uns gut vorstellen, hier eine Woche oder länger zu leben. Stattdessen planen wir aber, am nächsten Morgen direkt nach dem Frühstück eine Lancha zu ordern, um zur Stadt Rio Dulce zu schippern und einen kleinen, aber sehr schönen Ausflug zu heißen Quellen zu unternehmen. Da wir morgen wieder hierher kommen müssen, um mit einem Bus nach Guatemala Stadt weiterzufahren, sehen einige von uns Optimierungspotenzial in unserer Reiseplanung. Wäre jetzt geschickter, entweder hier vorher anzukommen oder hier eine Nacht zu übernachten und dann dahin, wo wir jetzt gehen. Aber wir haben jetzt das halt schon gebucht bei unserer Unterkunft am See und machen jetzt quasi einen kleinen Tagesausflug. Ja, echt seltsam, hier wieder im lauten Trubel zu sein. Zivilisation, was los? Riesig für 2 so richtig doofe Touris gehört, sind wir jetzt erstmal ein bisschen zu weit gelaufen. Wenn nicht, sogar komplett in die falsche Richtung. Und dann auf der Karte geguckt und da ist ja ein Busschild. Und wurde gleich richtig angesprochen, wo wir hin wollen. Aber Rio Dulce ist schön, also das lohnt sich mal durchzuschlendern. Wir rätseln jetzt gerade, was ist besser, in Deutschland zu leben oder dort einfach gar keinen Bus zu haben, mehr oder weniger. Oder solche Verhältnisse. Knapp eine Stunde später erreichen wir unser Ziel. Ohne Google Maps, das uns versichert, dass wir Finca Paraíso erreicht haben, könnten wir es kaum glauben. Hier im Dschungel 2 alte Bekannte. Millionen Moskitos und
kleine Kinder, die uns etwas verkaufen wollen. Und dem Geruch nach müssen wir auch richtig sein. Es fängt so langsam an nach Eierschale zu riechen, also Ammoniak. Die heißen Quellen bei Finca Paraíso waren für uns bis dahin nur ein weiteres Ausflugsziel dieser insgesamt tollen Reise. Wir hatten nichts Besonderes erwartet. Vielleicht ist auch diese Erwartungshaltung daran schuld, dass wir dieses kleine Paradies umso mehr zu schätzen wissen und fast nicht mehr weg wollen. Ein Wasserfall mit warmem Wasser. Die beste Dusche dieser Reise. Bevor jetzt zu viel Thermalbadstimmung hier aufkommt, gehen wir wieder. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt diesen Wasserfall als unser Lieblingswasserfall erkoren. Weil er warm ist. Aber nicht nur, er war auch schön. Er war auch schön und eine herrliche Natur. Ihr müsst wissen, dass wir eigentlich mit so wie öffentliche Bäder gerechnet haben. Und dann sowas herrlich. Und mir hatte jetzt auch das echte Glück. Als wir angekommen sind, waren nur 2 Menschen da. Wir hatten das Ding quasi für uns. Früh aufstehen lohnt sich immer. Es hätte sich vielleicht auch gelohnt, ein paar Minuten früher aufzubrechen. Dann hätten wir im Bus noch einen Platz, der ein klein wenig sicherer gewesen wäre, bekommen. Seid mittendrin statt nur dabei, wie wir reisen wie die Locals. Und ja, es war vielleicht keine so gute Idee, mich mit der linken Hand festhalten zu wollen und gleichzeitig die Actioncam in der Hand zu halten. Aber sonst hätten wir diesen Moment auch nicht auf Video.
Eine der letzten Fahrten. Aber eine Station haben wir noch vor uns. Wir haben eine lange Fahrt vor uns. Satte 284 Kilometer bis nach Guatemala-Stadt. Wie ihr bereits wisst, kann so eine Fahrt, anders als in Deutschland in 3, hier auch mal gut und gerne 8 Stunden oder noch länger dauern. Doch was benötigt es, um überhaupt am Ziel anzukommen? Genau, ein Fortbewegungsmittel. Zum ersten Mal auf dieser Reise kommt der Bus aber dieses Mal nicht pünktlich. Ausgerechnet bei der letzten Fahrt. Rund um das kleine Rio Dulce herrscht ein riesiges Verkehrschaos. Wir wundern uns nicht, dass der Bus nicht kommt. Immerhin warnt man uns recht bald vor, dass unser Bus im Stau steht. Wehmut liegt in der Luft. Die letzte lange Fahrt in Guatemala steht uns bevor. Wobei diese letzte Reise erst einmal nicht so recht beginnen möchte. Gut beschützt sitzen wir 1,5 Stunden länger als erwartet in einem kleinen Kabuff in Rio Dulce. Ein schönes Gefühl, als der Bus dann plötzlich endlich da ist. Der Groll auf wen oder was auch immer sofort verflogen. Pure Dankbarkeit, dass es weitergeht. Einmal mehr lehrt uns eine Reise, es wertzuschätzen, wenn alles gut geht. Auch wenn diese Busfahrt eine Ewigkeit dauert. Wir sind froh, überhaupt an unserem heutigen Ziel anzukommen. 284 Kilometer in regulär 5,5 Stunden nach Guatemala City. Rechnet man von Tür zu Tür, wären es heute aber satte 10 Stunden. Neben vielen Stopps, auf die wir nicht weiter eingehen wollen, liegt das auch an den verflixten letzten 20 Kilometern. Nach einer ausführlichen Polizeikontrolle stecken wir mal so richtig in einem Stau. Mal wieder pures Chaos, das nur mit viel Humor zu überwinden ist. Als wir es dann doch in die Innenstadt geschafft haben, entscheiden wir uns aufgrund der Berichte im Netz für den letzten Kilometer vom Busbahnhof ein Uber zu bestellen. So ganz trauen wir den Städten in Lateinamerika nicht, vor allem nachts und vor allem voll bepackt. Endlich angekommen, ey. Da vorne ist unser Uber. Perfekt. Die Uber-Taxifahrt, die hat sich jetzt absolut gar nicht gelohnt. Hier sind die Hälfte aller Straße irgendwie gesperrt. Ein riesen Chaos. Aber dann laufen wir jetzt halt noch 500 Meter. Ich habe noch nie so viele Polizisten gesehen, obwohl es vermeintlich friedlich, ruhig, wie auch immer ist. Aber es ist entspannt. Ja. Die sagen alle guten Abend, lächeln einen an, also ganz entspannt. Gefunden. Zwei Missionen haben wir schon erledigt. Erste Frühstück
einem sehr leckeren Frühstücksladen. Und die zweite war Lenas Schuh zu flicken. Der ist eigentlich schon seit 2 Wochen kaputt. Beziehungsweise die erste Hälfte ging kaputt vor 2,5 Wochen. Und jetzt auch die andere. Und jetzt haben wir das ein bisschen provisorisch mit Tesa verklebt. Und die Schuhe werden den Urlaub auch nicht mehr überleben. Ja, und ansonsten haben wir uns jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel vorgenommen hier für die Stadt. Wir haben einen Blog gelesen, den verlinke ich euch mal unten, wo wir uns die Sehenswürdigkeiten rausgenommen haben. 2 ganze Tage haben wir aber ein bisschen durch die Stadt schlendern, am besten nicht ausgeraubt werden und eine gute Zeit erleben. Und noch hier auf dem Weihnachtsmarkt zu sein bei 25 Grad. Sehr schön. Puh, da war jetzt so einiges los und vor allem laut. Aber wie so überall hier in diesem Land. Es gibt eigentlich gar nicht so viel Verkehr, aber der wenige Verkehr, den es gibt, der ist so ultra laut. Die ganzen Mopeds, Roller, Tuk-Tuks, frisierte Autos, keine Ahnung. Das strengt echt an mit der Zeit. Auch wenn Guatemala-Stadt gerne von den Touristen aufgrund mangelnder Sicherheit und vermeintlich weniger Sehenswürdigkeiten links liegen gelassen wird, haben wir einiges auf unserer Urlaubsagenda hier stehen. Und da wir uns eigentlich sehr sicher fühlen, laufen wir von der Innenstadt Richtung Norden zur Mapa-Relief, einer riesengroßen Karte des Landes. Wie so oft erleben wir bereits auf dem Weg dorthin die Dinge, die eine solche Reise eben erinnerungswert machen. Und nach einem kurzen spontanen Abstecher zu unserem ersten Live-Baseballspiel erreichen wir auch unser eigentliches Ziel, die Relief Map of Guatemala. Schon richtig beeindruckend und interessant, jetzt so die Karte zu sehen und nochmal alles zusammenfassend sehen, wo wir überall waren und auch die krasse Höheunterschiede von den Bergen. Ich wundere mich überhaupt gar nicht mehr, dass man so lang von A nach B immer braucht. Wenn man das so verkleinert sieht, merkt man erst, was für ein verrücktes Land hier ist. Vom niedrigsten Punkt 0 Meter bis höchster Punkt 4200. Was man aber dazu sagen muss, dass die 100 Pro einen anderen Maßstab in die Höhe als in die Breite genommen haben, weil sonst würde es hinten und vorne nicht so hinhauen. Ich schätze 1:20 der Unterschied. Ja, so kann man auch ein bisschen tricksen. Die Karte wurde übrigens vor 120 Jahren gemacht. 1905. Beeindruckend, dass die das damals schon so genau alles abbilden konnte. Da wird einem erst bewusst, wie wenig man von diesem Land gesehen hat.
Wie viele Orte waren es jetzt? 5, 6, 7? Ich glaube, hier gibt es noch tausende schöne Orte. Je näher wir wieder ins Zentrum kommen, desto mehr Polizisten stehen hier auch wieder. Alles sehr, sehr freundlich. Wir haben sogar ein Foto mit denen gemacht. Aber für uns einfach ungewohnt. Wir reden nicht von 20, wir reden von 150. Das reicht nicht. Und alle schwer bewaffnet, wirklich schwer. Also hier könnte es jederzeit losgehen, die sind bereit. Vielleicht bist du noch das Handy wegstecken, aber dann sind sie bereit. Die erhöhte Polizeipräsenz und Straßenabsperrungen wurden wegen Demonstrationen gegen den neu gewählten Präsidenten aufgefahren. Viele Menschen sind unzufrieden mit seiner Politik und gehen deswegen auf die Straße. Vielleicht auch wegen der Maßnahmen bekommen wir nur friedvolle Demos mit. Und da Weihnachten Ende November nicht mehr weit ist, erleben wir am Abend unseren allerersten Weihnachtsumzug. Weihnachtliche Guggemusik bei noch sehr angenehmen Temperaturen. Mega. Wir sind jetzt gerade im Mercado Central und hier kann man auf 3 Stockwerken oder noch mehr, keine Ahnung, alles, was das Herz begehrt und alles, was man nicht braucht, kaufen, essen, Haushaltsartikel, Tierfutter, Hochzeitsdeko, Figuren, Touri-Nippes, Sachen halt. Und aktuell natürlich ganz heiß, Weihnachtsdeko.
Gleich um die Ecke laufen wir an einer waschechten Garagenfirma vorbei. Jedoch kein modernes IT-Startup, sondern eine Mini-Pinata-Fabrik. Auf Hochtouren wird hier mit liebevoll gestalteten Figuren gearbeitet. In Mittelamerika werden die aus Pappmaché hergestellten Pinatas nicht nur an Kindergeburtstagen geschlagen, sondern eben auch an Weihnachten. Wie ihr seht, an jeder Ecke gibt es kleine und große Dinge zu bestaunen. Für uns Europäer wirkt alles so fremd und anders. Alltägliche Dinge für uns sehr spannend. Oder habt ihr hierzulande so viele Baustellenarbeiter gleichzeitig Straßenarbeiten erledigen sehen? Wir sind jetzt nochmal in einer ganz anderen Stadtteil von Guatemala-Stadt, wahrscheinlich gar nicht mal in Guatemala-Stadt. Ciudad Cayala heißt das Ganze, die weiße Stadt. Einfach weil wir, wollten mal ein bisschen aus der großen Stadt raus, was anderes sehen, was Schöneres sehen. Ich glaube, hier ist immer richtig. Hat doch wirklich gar nichts mehr irgendwie mit Guatemala zu tun hier. Ein kleines, abgetrenntes Städtchen für die Reichen und Schönen. In der Ciudad Cayala war jetzt gar nicht so viel zu sehen, haben wir so das Gefühl gehabt. Und deswegen fahren wir jetzt schnurstracks weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit hier. Weiter zur Plaza Berlin, wo doch tatsächlich seit 1995 3 Teile der Berliner Mauer stehen. Sie sollen den Einwohnern die Überwindung von Unfreiheit und das Eintreten für demokratische Grundwerte näher bringen. Falls ihr euch wundert, noch keinerlei Drohnenaufnahmen gesehen zu haben, sind euch vielleicht auch schon die Flugzeugvideos aufgefallen. Tatsächlich ist in beinahe der gesamten Stadt, sagen wir mal, nicht so sicher mit seiner Drohne umherzufliegen. Direkt im Einzugsgebiet befindet sich ein viel angeflogener internationaler Flughafen. Und hier im Hintergrund übrigens der Pacaya. Yep. Es wäre besser gewesen, die Tour von hier aus zu beginnen, und heute wäre auch viel besser gewesen als noch vor 4 Wochen. Oh Mann ey, dieser Verkehr. Wir können ja dort genau drüber. Sind jetzt in der laufenden Taxifahrt einfach ausgestiegen. Die mit ihrer ganzen Einbahnstraße, verbunden mit Staus, fehlende Ampeln und hier mal ein Polizist auf der Straße, der versucht irgendwas zu regeln, aber öffentliche Verkehrsmittel gibt es, glaube ich, gar keine. Nicht für uns zumindest. Wir laufen lieber und sparen uns das Sitzen im Taxi. Ja, jetzt sind wir. Oh, der Eiffelturm. Aus wie eine Rakete.
Jetzt wird es auch wirklich so langsam Zeit, hier die Stadt wieder zu verlassen. Ich glaube allgemein aufs Reise, da könnte man noch weitermachen. Aber Stadt haben wir jetzt wieder genug. Es könnte weitergehen mit gewaschener Wäsche und dann ein neues Land. Aber ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, auch froh, wieder in den Alltag anzukommen. Mal nichts machen zu müssen, keine Aktivitäten zu planen, im eigenen Bett zu schlafen und in der eigenen Dusche zu duschen. Aber eine letzte, sehr lange Reise haben wir ja jetzt noch vor uns. Und ich meine nicht die Fahrt an den Flughafen. Mit den ganzen Straßenblockade hier ist das gar nicht so einfach mit dem Uber. Der muss natürlich die ganze Zeit hier das beachten und dann gibt es noch die ganze Einbahnstraße. Aber irgendwie kriegen wir es hin. Die 4 Wochen sind wie im Flug vergangen. Kaum hatten wir uns an die Farben, Gerüche und Klänge Guatemalas gewöhnt, schon neigt sich unsere Reise dem Ende zu. Es fühlt sich an, als hätte jemand mit den Fingern geschnippt und schon ist alles vorbei. Dabei war diese Reise alles andere als kurz. In den letzten 4 Wochen haben wir so viel erlebt, dass es sich wie eine Ewigkeit anfühlt. Wir haben die majestätischen Ruinen der Maya bestaunt, in türkisfarbenen Lagunen gebadet und die atemberaubende Landschaft der Vulkane bewundert. Oh, Traffico. Poquito. Wir haben herzliche Menschen kennengelernt, die uns ihre Kultur und Tradition näher gebracht haben. Natürlich gab es auch Herausforderungen. Sprachbarrieren, ungewohnte Sitten und Gebräuche sowie herausfordernde Landschaften stellten uns immer wieder vor neue Aufgaben. Doch mit jedem gemeisterten Hindernis wuchsen wir ein Stückchen über uns hinaus. Guatemala hat uns verändert. In diesen 4 Wochen haben wir nicht nur ein neues Land kennengelernt, sondern mal wieder auch ein Stückchen von uns selbst entdeckt. Wir nehmen unvergessliche Erinnerungen, neue Perspektiven und ein kleines Stück Guatemala in unsere Herzen mit nach Hause. Adios Guatemala. Es war eine unvergessliche Reise. Auch wenn es bis zum Schluss nicht immer einfach mit ihr war. Wie es kommen musste. Irgendwas habe die an der Belize-Grenze falsch gemacht. Wir waren wohl nicht wieder richtig remigriert. Jetzt müssen wir noch mal insgesamt 50 € bezahlen. Natürlich haben wir vorhin, wo wir gekommen sind, erstmal was gegessen und uns Zeit gelassen. Und in 20 Minuten geht unser Flieger, wir sind noch nicht mal durch die Sicherheitskontrolle. Wir sind jetzt hier gerade noch eine Überweisung machen an den Staat hier. So nervig. Aber auch daraus lernen wir, wenn wir irgendwo mal wieder über die Landgrenze gehen, dann kontrollieren wir direkt, dass richtig der Stempel gemacht wurde. Dann passiert sowas nicht. Dann denkt man kann gemütlich heimreisen und dann sowas. Ich hoffe, der beeilt sich jetzt und es geht alles gut mit unserer Kamera. Aber so geht's halt, die Leute. In Zentralamerika, wenn sie dumm sind. Das passiert uns nie mehr. Halt, bist du mal. Vor allem, wir waren ja jetzt 10 Tage lang einfach mal illegal hier in dem Land. Und mir wurde ja eigentlich sogar schon mal kontrolliert von der Polizei. Jetzt, man stelle sich vor, wenn sie uns dort schon irgendwie hochgenommen hätte, was mir für einen Ärger bekommen hätte. So kriegt man die Zeit natürlich am Flughafen auch vorbei. Alter Schwede. Was jetzt natürlich am Schalter plötzlich gefehlt hat, das Ticket. Jetzt habe die an dem anderen Schalter die Tickets aus der Pässe rausgemacht und nicht wieder reingelegt. Natürlich mussten wir jetzt auch zweimal durch Sicherheitskontrolle. Und unser Flieger geht halt jetzt einfach in 5 Minuten. Und der dritte Mensch an der Passkontrolle hat jetzt auch noch mal wissen wollen, was genau war. Und einfach nur wahnsinnig interessiert halt. ja, habe dann einfach gesagt, ja, es war unser Fehler und sorry und mach jetzt den Stempel da rein, dass wir hier rauskommen. Ich glaube, die in Guatemala, die wollen uns einfach nicht loshaben. Wir müssen hier bleiben. Die wollen, dass wir hier bleiben. So.
Jetzt Gatewinde und dann Abflug. Was fehlt jetzt noch? Flugverspätung. Das heißt, nachher in Houston, in Amerika, wird es ein bisschen stressiger für unseren Umstieg. Was müssen wir hier noch alles durchmachen, ey? Auf jeden Fall haben wir es jetzt in der Zwischenzeit aufgeklärt, woran, beziehungsweise wer der Fehler gemacht hat. Den haben nämlich tatsächlich wir gemacht. Als wir in Livingston angekommen sind, hätten wir eigentlich dort ins Immigration Center gehen sollen. Haben wir nicht gemacht, weil, wie wir uns zurückerinnern können, wir waren patschnass und dieses Immigration Center war relativ weit weg vom Hafen. Also da läuft man nicht einfach so dran durch. Niemand hat irgendwas gesagt. Wir hatten kein Hotel gebucht, mussten uns erstmal darum kümmern. Und dann passiert sowas. Aber natürlich, wir hätten in den 4 Tagen, wo wir in Livingston waren, hätte man jederzeit mal in den Pass gucken können und den blöden Stempel suchen.